Jo, guten Abend. Danke fürs Einschalten. Ähm, Falls bekannt war The Doors, Riders of the Storm. Doors sind immer so ein bisschen, die lullen, ich hab's hier beim Sitzen gemerkt, die lullen einen manchmal so ein bisschen weg. Aber da heute Sturm war, kam ich irgendwie drauf. Ich wollte erst Running Wild, Riders of the Storm, aber der Song ist zu scheiße. Ist auch gut, aber egal. Ja, und auch wenn es ein bisschen gefährlich war hier in NRW, ich glaube auch in anderen Teilen Deutschlands, ich bin schon ein bisschen froh, dass es kühl ist. Und ja, heute geht's weiter hier mit Primordia. Ich fasse nochmal gern die Story zusammen, wie wir gekommen sind. Ich habe übrigens nicht nachgeguckt. Ich denke mal, da war auch ein bisschen Hirnüberlastung. Und wenn man da gleich neu rangeht, wird man schon eine Lösung finden. Ja, wir spielen Horatio hieß er, glaube ich. Oder wenn dann, oder Horatius, keine Ahnung. Horatio. Er hat noch so eine kleine fliegende Drohne dabei, sein Begleiter Crispin. Wir wissen, dass nur noch Roboter leben und von der Menschheit eigentlich nichts mehr übrig ist. Horatio selbst ist sowas wie ein Historiker, würde ich sagen. Und ein Ingenieur, der baut halt gerne, aber der forscht anscheinend sehr viel über die Menschen. Und ich glaube, er will auch wissen, warum die Menschen Roboter gebaut haben. Oder was quasi der Sinn des Lebens ist, wenn man eine Maschine ist. Vielleicht läuft es daraus hinaus. Hat ein bisschen so den Vibe. Ja, und ich finde es ganz gut. Und ja, ist halt Point and Click. Sachen rausfinden, Rätsel lösen und von Schirm zu Schirm irgendwie versuchen durchzukommen. Und habe ich noch was Wichtiges vergessen? Wir waren stehen geblieben. Wir müssen ja zu einem Schrein. Da ist eine Bombe. Und wir wollen von der Bombe, wir müssen halt, genau, die Story ist, das Wichtigste, Horatio wohnt halt irgendwo und da wird er überfallen. Ein Droide klaut seinen Energiekern. Der ist halt super wichtig, um seine Behausung unter Strom zu setzen und dass er arbeiten kann und alles. So, das ist halt ein Energiekern, den braucht er auf jeden Fall zurück und den will er holen. Und deswegen durchstreiten wir das Land. Ja. Und wir wollten halt zu so einem Schrein, wo eine Bombe ist, die auch einen Energiekern hat, meine ich. Da lässt uns ein Wächter nicht durch und deswegen waren wir angekommen in einem riesigen Schädel bei zwei Robotern namens Alpha und Beta. Ach, ich habe neu gestartet, wir wollten ja laden, sorry. Genau, ich gehe nochmal hoch. Die beiden, und die haben ein Virus drin und sie sagen uns, ihr dritter Kollege Gamma ist auch noch hier drin und der hat uns ausgetrickst. Den haben wir gefunden, aber ich konnte ihn nicht fangen. Der verarscht uns ein bisschen. Und der hüpft, das war's, der ist zwischen den Dingern immer hin und her gehüpft. Wir können den, ich vermute mal, ich habe noch nicht alle Items ausprobiert. Mit dem mobilen Sensor können wir den auf jeden Fall immer scannen, wo... Also er ist jetzt hier drin. Und bei den anderen... keine Energie war. Und die anderen dann auch nicht. Er ist immer nur in einem Bildschirm. Doppelter Einsatz. Zuletzt haben wir ihn die ganze Zeit immer verfolgt. Aber ja, er ist halt trotzdem immer wieder durch die Lappen gerutscht. Signalsender. Ich glaube, den Signalsender, den muss man auch immer anschließen. Das ist nicht so wie das Ding. Wir haben noch ein Buch. Wir haben die Lampe. Ich habe auch schon mal überlegt, einfach nur, weil die ein blaues Licht hat, ob man ihn tricksen kann, da reinzugehen. Das ging aber nicht. Datenbeutel. Da weiß ich immer nicht, was das ist. Ich glaube, das meint nur, dass das so sein Rucksack einfach ist. Wir können auch Crispin nehmen und den was ausführen lassen. Keine Ahnung. Soll ich den jetzt kaputt machen oder was? Das habe ich nicht ausprobiert. Da kam ich nicht drauf. Plasmabrenner. Ich hatte immer gedacht, er müsste hier reinspringen.
Wieder in seine Druidenform, dass er hochgeht. It's not detecting any energy. It's detecting energy. It's not detecting any energy. It's not detecting any... Okay. Ich versuche mal, machen wir das so. Wenn ich immer hin will und der hin und her springt, machen wir die anderen Bildschirme kaputt, wenn es geht. What are you doing, you fool? This is for your own good. Okay, klappt, ey. Na, siehst du, letztes Mal einfach nicht was ausprobiert. Who's smart now, Gamma? It's detecting energy. It's not detect... Stop that! Stop it at once! You must reunite with the others. You know that. It's detecting energy. Spare me, I beg you, spare me! Spare you? Gamma, I'm trying to save you. You are mad, not free. Just what do you intend to do now, slaver? Sklaventreiber nennt er I'm mich. going to tell Alpha and Beta that you cannot hide anymore. No. Yes. Leave me in peace. Okay, dann sagen wir den beiden das. I trapped Gamma. He is cornered in one of the 4 terminals below us. Gamma. Unification. Resurrection. Vengeance. Thank you. Did they just say vengeance? Boss? Yeah? I've got a feeling they're not coming back. Oh, der Fahrstuhl So much kommt for nicht mehr finding hoch. out about Big Ugly or getting their power core. I don't think that would be wise. Kann Crispy noch mal runter? Crispin, go down there and see what's going on. Now you want me to go into the stomach of this monster? I'm practically eating myself here. Na You'll komm. be all right. Fine, fine. Oh, der Sound ist so cool. Erinnert mich ein bisschen an Akira. Wer das Alpha and OST Beta are lying kennt. disabled next to the Gamma servitor, and the last monitor is dead. I think they destroyed each other, boss. Okay. Besides, Wir haben das Chaos this didn't turn hinterlassen. out how I expected. We're done here. Okay, er will auch nicht mehr hoch. Oben ist ja noch ein Droide. Horus. Did you hear something, boss? Horus? Ah, okay. Macht Sinn. Horus. Who's there? I am Goliath, man-built. You know me, Horus. Wir müssen ja allen unseren Namen sagen bei dem Wächter. I am Horatio, null built, version 5. Call yourself what you will, Destroyer. But I know you by your works. Cutting me, breaking me, burning me, I thought you were deactivated, and I was trying to help. apologizing, amusing. And yet you, of all robots, have restored me. For that, I give you this gift, Horatio. Vorsicht, hat der gesagt. Der schreibt doch immer spiegelverkehrt. Decryption module? It will restore you, my ancient enemy. I've got enemies enough already, and I don't even know you. You will, Horatio. Now go. Wait,
Your partials said that you might let me use your power core. Boss, can we please leave before he decides to eat us? One more question, Goliath. Have you ever seen a floating robot with big claws? Go now. Ja, lass mal lieber weg, bevor der noch merkt, dass wir seinen Fingernagel kaputt gemacht haben. From a purely mathematical standpoint, I suppose it makes sense that 3 little crazy robots would add up to 1 giant crazy robot. Still, at least he didn't eat us. Old enemy. I don't even know him. But my prior version's memories were so damaged and warped, I can hardly make sense of them. Look, boss. On the one hand, a broken down war machine made from 3 demented partials could be talking nonsense. On the other hand, you could be an ancient robot named Horus who had a giant named Goliath as his nemesis. Honestly, boss, you believe some crazy stuff, but this would really be overclocking it. Come on. We have enough problems to worry about without making up new ones. What about this diagnostic module? Does it work? Not on its own, no. But I might be able to build something with it. Could you build a power core with it? What? No, obviously not. Then obviously you should stop worrying about the diagnostic module. Okay, das Ding hilft uns nicht bei der Kernherstellung. Point taken. Das Ding, Entschlüsselungsmodul. A decryption module set to crack Urbanian military codes. Okay, das hilft uns dann wahrscheinlich beim Bunker. Ach, ich denke immer noch, man kann einfach aus dem Bild rennen. Gehen wir erstmal zum Schrein, sagen wir, dass wir Horus sind. Ich kenne meinen Namen. Hä? Ach da, Horus. Horus. My name is Horus. Indeed. 3 of thy versions I have met, Wanderer, and thou art the first to know that 3 name eurer which is Versionen. thine. But if none of them use the name Horus, what makes you think that's my name? In my very body, in mine eyes, when I behold thee, upon thy image are these words inscribed. Friend, Horus. Thou hast answered my questions. But still I shall not let thee pass, unless thou bearest in thy hand the gospel which I bestowed upon thee. Here it is, ever faithful. Your old gospel. I have studied it many times. Then thou Ach, okay, wir geben ihm das Buch von and uns. of my gift to thee. Keep the gift, and approach if thou wilt. It looks like a big bomb. Full of little bombs. Nimm meine Bombe mit. Wow, look at all those bombs. Thou mayest take one of the relics, Wanderer. You must have already given away number 734. I wonder what these numbers mean. Number 325 looks promising. How would that even work? Dachte, vielleicht passiert was. It's detecting energy. It's detecting... Number 325 it is. So can this power the unique boss? Only one way to find out. Ach, damit kriegen wir die Unique schon wieder fit? Ich glaube nicht. Ach, der heißt immer From. It's ever faithful Leo built. Ever Faithful. Hm. Er hat jetzt gesagt, das können wir in der Unique benutzen. Und dieser Scanner ist ja für militärische Sachen. Das ist ja ein Militärbunker. Aber gehen wir erstmal nach Hause. Ich
Denk mal im Schiff dann, oder was? That is where our power core should be shedding its light silently. Da sollen wir eine Bombe reinmachen? Futile. You can really just put a bomb straight into that machine? Hätte ich auch nicht gedacht. Sure. Aber ging ja aus dem Dialog hervor. The what it's emitting? Well, Keep that thing away from me! assuming the wavelength is compatible, the pedestal can draw power even with the bomb intact. If that works, I'll take the bomb apart and improve the output. And then I'm going to take a long, hot recharge. Genau deswegen müssen wir den Energiekern haben, dass wir uns aufladen können. Stimmt. Switching over to primary power. Nice. It works, boss. Recharge station, here I come. That was supposed to happen, right? No, it wasn't. So take the bomb apart. Improve the output. It won't work. The bomb's too unstable. Just try it, boss. Beside it, Crispin. It won't work. It worked! That's the emergency generator again. Oh. This is just a full-built paperweight. An explosive fool-built paperweight. So, what now, boss? I don't know. Keep looking, I guess. Keep looking. Wir gehen sofort zum Bunker. Und ich denke mal, wir können mit dem Ding hier die Tür oder so sprengen. No Urbanian encryption detected. Futile. I doubt that will have any effect. I doubt that will have... That's never going to work. Hey, boss, can I have that big gun for... I'm pretty sure it's an explosive. I don't want to go throwing that around. Pew, pew! So cool! Okay, zu leicht gedacht. Horace. No luck. It'll just roll off. I doubt that will have any effect. No Urbanian encryption detected. There's no reason to... Verdrückt. It's not detecting any energy. Keine Energie. It's not detect... It's not detect... It's not detect... Kann ich in die Bombe in die Tasche tun? Unfortunately, it doesn't fit. No response. Hey, boss, can I... Okay, was haben wir noch? Im Schrott noch mal.
doubt that will have. There's nothing there to receive this. There's nothing there to receive the signal. No Urbanian. How would that even work? There's nothing there to. No Urbanian in. Ja, okay, alles falsche Spuren. Aber da muss was beim Bunker gehen. Das ist die einzige Militärstruktur, die wir haben. Completely corroded. Hey, boss. It's reinforced. Looks like a bunker made of concrete and steel. But what is it guarding? Oh, are these the kind of treads you were going to use in my original design? Not exactly. Wir haben eine Bombe. Wir haben das Ding für militärische Dinger zum Ups, auch rausgetappt, sorry. There's nothing worth I don't want to go throwing that around. Da muss noch irgendwas bei der Unique gehen, würde ich tippen. It's the Unique's recharging. I don't want to go throwing that around. I don't want to go throwing that around. That's never going to work. Futile. Waren die Bomben vielleicht Koordinaten? I'm pretty sure it's an explosive. Obwohl, nee, dann hätten sie es nochmal angegeben, glaube ich. Sonst gibt es hier aktiv nur noch das Öl. Aber warum ich jetzt das Gerät oder die Bombe in Öl halten sollen würde, kein Plan. Some very sticky. Klebrig. Well, now it's a sticky bomb. Ah, okay, aus Öl und einer Bombe macht man eine Haftbombe. Naja. Okay, können wir dann das Ding sprengen? There we go. Ja gut, jetzt klebt sie da. Boss, you're gonna find a way to detonate the bomb from a distance, right? Maybe I'll just have you push the button. Very funny. Okay, das war echt mein Gedanke.
Na gut, die ist ja aus. Hey, boss, can I have that? It's not detecting any energy. It's not detect. It's not detect. It's detecting energy. No Urbanian encryption detect. That's never going to. That's never. That's never. That's never going to. Futile. There's no reason to cut that. There's no reason. That's never going. I doubt that will have any effect. How would that even work? Pew, pew. So cool! Kriegen wir da Strom drauf? Kann ich die Bombe wieder nehmen? I don't want to disturb the bomb now that. Will er nicht. One of these days, boss, you're gonna run out of pockets, and then you're gonna wish you'd built me some arms. No, I'm going. Wir gehen nochmal zum Schrott. There's nothing more value in there. Still red. I can't see anything to do with it. How would that even work? That's never going. That's never. I doubt that will. That's never. There's no reason. There's no reason. I guess it will. It's not detecting any energy. It's not. It's not. It's not the. It's not the. It's not. It's not detect. It's not. It's not. It's not the. It's not the. Zug, Tür, Schrott. I picked it clean years ago. It's just. There's no way I can. How about this time you go play fetch, boss? How about this time? How about this? There's nothing more value in there. There's nothing more value in there. Still locked. Hat er, glaube ich, gesagt, ein doppelter Stahl, ne? It's a reinforced steel. There's nothing there to. There's nothing there. The generator's up and running.
There's nothing I can do with it until I have some kind. There's nothing there. A simple computer. How would that even work? A simple computer. It's not detecting. Hm. Nothing more to do with it. Nothing more to do with it. I've never been able to figure it out. Hey, boss, what are all these buttons and... I think I don't need it. Let's... The control pad for the... I still don't see... You... Jo, Stranger Buddy, was geht? Ja, siehst du doch. Ey, nein. Hör auf damit, ey. Ich hab jetzt noch ein bisschen gezockt. Aber ich hab halt hier Pläne, wie ich spiele. Haben wir noch irgendeine Koordinate? Und grüß dich. What was I thinking, leaving all my lanterns up there? Oh, du kriegst den Shit denn her? Nein, ich zock kein Street Fighter. Ich mache hier Programm nach Plan. Aber ich zock noch Street Fighter. Ich habe Chong-Li noch höher gelevelt und mit Lily ein bisschen angefangen zu üben. Ja. I can't pick that up. I can't move this without some kind of crane, which I certainly don't have time to build now. Ich habe das Gefühl, irgendein Item fehlt. Ich habe einen 1-Bit-Emote reingegeben. Ist jetzt so eine Pille da. Well met again, Acolyte. May man ease thy journey and bring thee blessings in thy quest. Ich habe Angst. Aber unser Haus. Sorry. Manchmal, ich muss nochmal lesen. Jo, danke, habe ich viel Spaß. Und hier kommt auch nochmal Street Fighter, aber ich habe viel zu wenig Zeit, alle Games zu spielen. Sorry, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe Angst um mich, aber nicht unser Haus. Ach, wegen dem Sturm. Ja, hier ist jetzt gerade locker in NRW. Wo kommst du denn her, ey? Ja, ey. Ich hoffe mal, es wird nichts passieren, aber wir wohnen ja nicht wie in den USA in so Papphäusern. Ist schon besser. Schlimm ist, wenn Regen ist und so Keller unter Wasser steht. Das wird auch übel. Und nicht draußen rumbrennen, dass irgendwie einen der Holzbalken auf den Kopf fällt. 325. Ich muss die mal eintragen als... Ah ja, wenn ich in den Chat gehe, tappt er aus. Kann ich nicht mal Fenstermodus einstellen? Ich muss mir die Zahlen merken. Ich glaube, das sind Koordinaten. Okay, es geht nicht.
325. Sieben, drei, vier. Danke, Hio, grüß dich. Vielen lieben Dank. Ich meine, die Koordinaten waren ja dreistellig. Oh, Entschuldigung. Ich hätte außen rumgehen sollen. Kilometer vor 20 Jahren war ein Tornado, der hat 20 Häuser. Ein Witz. Hier war das Wetterkatastrophe hoch 10. Das warm, dann Regen, Sturm und Hagel. Ja, bei mir war es echt eigentlich jetzt... tagsüber bin ich gut durchgekommen, war natürlich ein bisschen schmierig. Und jetzt am Abend ist es halt super angenehm, weil ich es halt immer heiß hatte sonst. Ja, Kyrill weiß ich noch, ey. Da habe ich, glaube ich, sogar noch studiert und dann bin ich mit der letzten... Die Bahn war so voll. Ich habe mein Handy so hochgehalten, den Arm einfach nur hoch, so. Das von oben fotografiert und die ganze S-Bahn war voll. Oder war es der Regio? Ich weiß es gar nicht mehr. War voll mit Leuten. Und dann bin ich von Düsseldorf, ich weiß nicht mehr, wo irgendwo bei Wuppertal musste ich dann raus. Das war die letzte so wo ich noch hinkam und dann hat mein Vater mich damals noch abgeholt. Weil du nicht mehr durchkamst. Und dann haben sie auch die Brücken auf der Autobahn geschlossen. Und alles stand unter Wasser, ey. Okay. 325. Nothing of interest there. Ich muss dann bei dem Sturm noch so einen Kommentar loslassen, wie wenn du frischen Wind in deine Beziehung bringen willst. Ja, gibt so einige Windgags. Da lag heute auch schon einer auf der Lippe. Ich habe den vergessen. 7-3. Nothing of interest there. Ja, krass, ey. Ja, ich drück die Daumen. Hier ist jetzt halt echt ruhig. Jetzt geht nicht mal mehr ein Wind. The control pad for the deck. There's no reason to cut that, or burn it, or... Von heute ein Video, Buddy. Hau ruhig Link rein, können wir, oder meinst du den von 2015? Ja, das war ja, glaube ich, Kyrill dann auch. Das war echt heftig. Ah, irgendwas fehlt. Ne, vor ein paar Jahren. Ja, 2015, das kommt halt, glaube ich, hin. Boss, since you programmed me, you can predict my every action, right?
No, most of what you do is governed by a random number generator. Kyrill war noch eher. Ja gut. And sprockets. Das müsste dann so 2000... Irgendwas zwischen 2007 und 2010 gewesen sein. 2013, ich weiß nicht. Ja, so Unwetter werden immer heftiger, ne? Sorry Leute, ich bin am Überlegen. Dann muss es doch bei der Kuppel was sein. Wir haben die Bombe da. Signalsender. Mobiler Sensor. It's not detecting it. It's detecting energy. Will die jetzt nicht anspielen? Hopefully I can remotely detonate the bomb. Oh, man muss auf die Tür und nicht auf die Bombe. Jetzt macht das. Get back. Ja, das stimmt. Jo. Das ist ein globales Problem auf jeden Fall. Drehung links. Ah, jetzt könnten die Codes ins Spiel kommen, oder? Ändere ich die Zahlen? Oder... Aber sind ja 4. Warte mal, wie waren die Codes nochmal? Ich muss einmal hoch... das nochmal hochscrollen. Drei 25 734. Drei 25 734. No luck. Haben wir einen anderen Code? Doch! Wir haben noch einen anderen Code gekriegt. Einen 4-stelligen. Oh, are these the kind of tread? Not exactly. Im letzten Stream von den Robotern. Gab es hier nicht ein Protokoll? Da. The amount of power in Goliath's. Was ist die? 987... 9876. Ach, das war der Fahrstuhlcode. Können wir jetzt mal reingucken? Machen wir. Wenn es jetzt nicht hier ein 20-Minuten-Video ist. Moment, Leute. Der Typ, der es hochgeladen hat, heißt Cheetah. Warte, ich hol's auf den Schirm. Fassade weggehauen. Oh, da sind die ganzen Dachschindeln raus gewesen. Er hat auch kein Dach mehr. Ganzen Boden. Scheiben eingebrochen sogar. Boah, das Haus ist auch im Arsch. Noch eins.
Ja, auf jeden Fall richtig übel. Da ist aber keins von deiner Hütte hoffentlich. Wir haben noch Glück gehabt hier. Oh, die ganzen Scheiben entglast. Oh, wie viele Glasscheiben das sind. Hart. Wenn ihr euch mal eine Fabrik kauft, macht niemals so viele Scheiben rein. Ja, krass, ey. Die armen Leute. Du musst als Hausbesitzer für den Scheiß alles selber aufkommen. Kommt das Spiel nicht wieder? Ach, da ist es. Ah, Hugh hat den Code nochmal zusammen... Du hattest ihn auch, dank dir. Aber das war ja der für den Fahrstuhl. Ich probier den trotzdem mal. Crispin, get back. 9876. Für mich ist das auch manchmal so, Buddy, da kann ich nicht so harte Spiele, wo ich mich so hart... Street Fighter, wenn ich da Ranked spiele, da muss ich ja mich richtig anstrengen. Und wenn du den Tag unterwegs warst, ja, das geht auch nicht immer so. Will ich mich nur runterspielen. 9876. No luck. Keine Reaktion. Warte mal, es ist ja unsere Bombe da dran. Dann würde ich schon mal sagen, von der die Nummer. Aber dann wird ja eine Zeile fehlen. Vielleicht einfach 0 lassen? Unsere war die 352. Oh, shit, wollte ich gar nicht. I don't want it. Unsere war die 352. Crispin, get back. Oh, Vorsicht, ey. Willst doch nicht deinen Wohnort im Internet zeigen? Da wirst du noch ein Drachenlord. 0. 325, ne? Ja, 325 war es, glaube ich. Und die andere war mit... 3. No luck. Hey, boss, can I... Warte mal, das muss was mit Gamma und mit Alpha, Beta und Gamma zu tun haben. Die werden uns irgendwas noch gesagt haben. Im 3-4. Alpha, Beta und Gamma. 3 partials that combined into Goliath. Zündung Präfix? Alpha mentioned that 6 was the detonation prefix for something. Detonations für irgendetwas, okay. Ein Präfix ist ja eine Vorsilbe. Oder 6 ist eine Zahl, ist keine Silbe, aber was vorne dran kommt. Dann glaube ich, ist es klar, oder?
War krass, dass die einem das sagen. Das hat so gar keinen Crispin, Zusammenhang. get back. Außer ist für was Explodierendes. Na, die wäre jetzt zu lang, die 4, 5, 3. Die hatte ich aber auch gesehen. Warte, wir sprengen kurz. Was soll ich sehen? 1 oder 2? Das obere oder das untere? Erstmal das untere. Ausprobieren. Das ist die richtige Einstellung. Ach du Scheiße. Kannst du alle Wohnungen und die Häuser wegschmeißen. Ach du Scheiße. Ja, genau, Hugh, das ist die Überlegung, weil die meinten ja, das ist das Präfix für irgendwas zum Explodieren. Kann ja nur, also, aber der Zusammenhang ist halt so, ja gut, okay. Ich warte, bis es wieder auf den Bildschirm kommt. Also machen wir jetzt die 6 als Präfix. Okay, ich habe es mir jetzt spektakulärer vorgestellt. No, you said it was explosive. Ja, ich glaub dir das, Buddy, klar. Ich weiß ja, dass in Deutschland manche Gebiete das schwer erwischt hat. Bei den ganzen Sachen. Immer manchmal hat man Glück. Einmal war hier in NRW auch richtig schlimm. Halt Kyrill war das. Wünschte keim. Ja, wir können in den Bunker endlich rein, nice. Think Big Ugly's in there? If he is, so's our power core. Maybe we should go back and get another bomb from the shrine first. We don't need a bomb, and we don't want him to get any farther away. Come on. Aber jetzt steht bei euch noch kein Wasser oder dass da die Sandsäcke rumliegen, ne? Was ist das für ein Ort? A small ticket booth. Looks retrofitted. Another M. Above it, the sign reads Outskirts Station. Hello. Welcome to Metropole Reclamation Artery Junction 8B. Who are you? I am official MetroPass booth 478B. You're a ticket dispensary, right? Negative. I am official MetroPass booth 478B. One ticket, please. Please use the scanner to your right. Five megacycles collected. You may collect your MetroPass now. Megatakte ist die Werbung. Habe ich jetzt mit Energie bezahlt. Wir wollen ja eigentlich einen Kern hier. Jo, hast du doch gesehen, habe ich aufgemacht. Ich kann jetzt nicht 10 Videos gucken. You Ich don't guck have nachher taste noch mal rein. sensors, Crispin. I said almost, didn't I? It's closed. I can't see anything to do with it. Nothing happens. Looks like it controls the barrier mechanism. There seems to be a card slot in the panel. Kartenslot? Ach, da ist die Karte.
good for one ride on the Das Metropolitan Deutschland-Ticket, subway. Leute. Endlich ist es da. Ist hier noch mehr zu tun, außer das Ticket irgendwie reinzustecken? It's not detect. It's detect. It's detecting it. It's not the. That's crazy talk. Oh, mich erschreckt. Jetzt fahren wir doch einfach in die Stadt. Ich dachte, wir wollen Energiekern hier suchen. Train 173, Red Line to Metropole. All aboard. See, boss, there is a train to Metropole. Oh, mein Lüfter macht zurzeit so heftig Mucken. All aboard. Ich habe den vorhin mit dem PC mal ausgesaugt und ein bisschen mit den Ohrenstäbchen den Lüfter, aber No es plan. hat auf einmal gerade angefangen zu rattern. We need power, and there's nowhere left to look out here. Energy for all it is. Hooray! There it is. The train to Met. And you said there wasn't one. Ah, I stand corrected. I can't see anything to do with it. Well, someone clearly disapproved of something. Ja, nehmen wir den Zug. Was soll's. Look at all those lights. It's amazing, boss. It's trouble. Trust me. Sweet, sweet trouble. Eine dicke Stadt. Ich muss einmal an dem Lüfter gucken. Einen Moment bitte. Ich schließe mal den Browser. Vielleicht Power. Ah, der knackt genau im Drehmoment. Ne, wo die Halterung ist. Da ist irgendwie, als ob da was zwischen ist. Ist nicht so super laut, aber wenn ich den Ton zu leise habe, geht es natürlich übel auf den Nerv. Mach einfach ein bisschen lauter, dann höre ich das nicht. Ach, da ist eine Karte noch an der Wand. It's a map of train lines and stations. It's a map of. Okay. Boss, is that really Metropole out there? It must be. But it's so brown. I'd say it's more red than brown. Whatever it is, it brings new meaning to rust and ruin.
Metropol's bleak skyline. Eine grimmige Silhouette. Hier haben sie auch eine Flak stehen. It's no longer operational. This is no time for sitting around. Boss, the energy sensor is going crazy. It's coming from the top of that tower. Boss? Is it supposed to be doing that? Assad, Well, at least we know there's a lot of power in that tower, right? let's go find out. Oh. Wer ist er denn? Welcome to Metropole, the city of glass and light. Can you tell me? This one is not programmed to respond to queries. Welcome to Metropole, the city of glass and light. Metromine greets you with open arms and the promise of energy and shelter. You are safe. Records indicate an outstanding assessment of 5 megacycles. 1 megacycle will now be redeemed. What did you just do to him? This one is not programmed to respond to queries. Unauthorized literature detected. Unautorisierte Literatur entdeckt. Oh, sie hat das Buch weggeschmissen. All contraband has been removed. You are safe. Boss? Boss, this is getting to be a bad habit. Are you okay? I'm fine. My optical sensors went haywire for a minute. What happened? Well, that robot threw your gospel off the bridge. And then it said, "Welcome to Metropole." Again. And that Metromind wishes us a pleasant stay. Then he left. Assad. On the upside, he gave us back the power core. He did? No. Crispin, the next thing that's getting thrown off this bridge is you. Good thing I have a hover unit. Let's go find a way into that tower. We'll deal with this Metro mine later. Hey, Tara, over here. Gleitbot. Gelber Roboter. It looks like a lighthouse, only without the house. Or the cool stripes. Tara, over here. Or the coastline. Or any boats. I guess it just looks like a light. Are you finished? Yes. Hey, Tara, over here. Hey, Proto hier da drüben. Ist er das oder wer ruft? A big yellow robot. Can't you see I'm trying to spin down? Hey, Tara, over here. Hinten der. Boss, I need that arm. Crispin, it appears to be a self-aware robot. Now I need it even more. Can you imagine? The adventures of Crispin and his arm. For once, I would have a sidekick. He would crack Schlechter jokes, Witz. and I would say lame things like, "It appears to be a self-aware robot." Actually, on second thought, you can be the serious one, I'll be the sidekick. I'd have to buy something. It's a price list for the oils, solvents, and catalysts they offer here.
At the bottom, it says that all payments must be made through an account with Metromind, which I don't plan on opening. High-end astringent and catalytic fluid. The mug belongs to the bar. Excuse me. You're excused. Habe ich noch nie gesagt, wenn jemand sagt Entschuldigung und dann was fragen will, dass man einfach entschuldigt sagt. Metallplatte. It's too heavy for me to lift. It looks like this metal disc is covering something. Right, Tyro. Down there's the ladder to the underworks. Hey, Tyro, over here. It's too thick to cut with the plastic. Hey, Tyro. You blow in off the dunes? Tyro? Prefer a newbie, huh? Look, let me tell you how it is. How about you don't? I've had enough of this city already. All I want is my property back and a ticket home. Ticket home? Fat chance, Tyro. Anyway, listen up. You want to sell yourself to Metromind? Go ahead. You want to trade that junk you brought in from the dunes? Leopold's your man. That floater there, I'll give you something special for him. How special? He's not for sale. The only thing you might have that I want is information. Jo, Digga, ich zock doch jetzt. Ich will jetzt keine scheiß YouTube-Clips von Überschwemmungen sehen. Die waren ja cool, aber... Weiß ich nicht. Who are you? Name's Leo. Leopold Steeplebill, version 7. You? Horatio No-Built, version 5. And this is Crispin Horatio Built, version 1. Leopold? Hey, you didn't build a lunatic named Ever Faithful, did you? Do I look like I'd build someone named Ever Faithful Crispy? Crispy? Ich suche nach meinem Energiekern. Ich wurde direkt auf dem Bahnhof ausgeraubt. Das stimmt ja gar nicht. Der Metro mal. Oder wollen wir jetzt... I was robbed when I came off the train. Some robot paralyzed me and stole my Gospel of Man. Careful there, Tyro. Ja, haben sie halt alles verloren. Ich zock jetzt ein Spiel. Haben sie Pech gehabt. Under the refuge rule, you got 2 days to talk about make-believe man all you want. But actual writing about man, that gets tossed to the underworks with the rest of the trash in trouble. How can I get it back? Ha! You're risking inhibitor flaking on you, Tyro? You'd have to do some digging down in the underworks, which ain't exactly easy. Then, even if you find it, you'll just be sticking your finger in Metromind's socket. Like I said, she got no time for heretics, lunatics, and the like. How about quick-witted levitators? Don't think she cares for them either. Metromind wird so wahrscheinlich die herrschende KI hier sein. Who is Metromind? Russ Dan Bruin, you are Tyro. Metromind, well... Metromind... Er ist auch nicht böse, ist einfach nur nervig. Oh, also ist kein Ding. Council? Sure, a bunch of primordial machines. Arbiter enforced the law. The warriors kept the records. Big old factor built just about everything from down in the underworks. And, well, there's another one, I think. Don't even remember his name. And Metroman, of course. She used to run the trains, but now she's got the whole show. Where can I find her? Like I said, Tyro, she is the city, so you found her already. Probably hopped yourself to her just to get here. Anyway, if she wants to talk to you again, you'll know. What are you selling? Ordering, not selling.
That your mind don't tax barter. Not yet, anyway. Come take a look. Na, zeig mal deinen Stash. One fine motor you spotted there, Tyro. Foreign built, out of Savitas. Can't do better. But if you can find a bigger one, let's talk. Boss, is that another battery? Looks like it. Finest AA battery you'll ever see. May as well call it AAA, it's so fine. Wow, that would have been useful to have before I went rummaging around a pile of tires in the junk pile. Now, not so much. That servo unit is hopelessly broken. Ich wollte eigentlich auf die Brechstange klicken. Damit können wir vielleicht den Gully aufmachen. Wird ja Sinn machen. Brecheisen. Oh, und da ist eine Batterie, glaube ich. I'm not sure you know what half-life means. You want it or not? I'll trade it to you for something shiny. Speicherlesegerät, Wasserchip, Schaltbrett, Teil. We don't need another battery. A binary atlas, finest calculating instrument. I'm fairly certain that my math coprocessor is superior. Ah, good spot there, Tyro. She's a fine microfuse. What's the catch? Well, she's drained. I guess that makes it free of charge. We'll pass. This here's a tape measure. Ooh, get it, boss, get it! Why do we need a tape measure? So I can finally determine my circumference. Tyro, I'm gonna do us all a favor and not trade you this one. Komm, gib mir I'll die... trade it to you for something shiny. Was Funkelndes. The entire thing is fried. Actually, wait a minute. The crystal and plug are still intact. Please, for the love of Ram and Rom, tell me we are not going to build a third energy sensor. I hope not. Here you go. A nice shiny crystal. And one heavy iron crowbar for you. Why does that not seem like a great deal? Hey Armstrong, top me off, will you? Okay. Er hat ja noch andere Sachen gehabt. Who knew some place could be so lively and so depressing all at once? Okay, einfach mal aufgemacht. They look like they've been stripped of usable parts. They look like they've been stripped of usable parts. I don't want that sludge in my... It's a huge crane. There's something up there on the crane. Sieht aus wie ein, ja, ein Roboter, würde ich sagen. Menschen. I wonder if that keypad controls the bridge. Crispin, can you try typing something into that keypad? If by typing you mean ramming my face, then yes, boss, I suppose I can. Och, wieder eine Nummer. Wie viele Stellen? Oh, shit. Here we go again. Drei.
Boss, I'm not in the business of flying over to spooky islands just to investigate things that you're curious about. But it might be. A killer robot with a grudge against witty sidekicks? I was going to say helpful. That's Okay, wir gehen hoch. Oben gab es ja noch viel zu gucken. Ich glaube, hier geht noch nichts. Was? Oh, oh. It's a military-grade robot that looks a lot like Ever Faithful Leo built. An impressive device, if you can't think for yourself. As for this robot, I need no such help. There's nothing worth buying. They seem to be Foundation support. Those are all that's supporting the city? Oh. There's nothing there to Warning. Factor facilities decommissioned. Enter at own risk. It's some kind of broken down robot. Whatever it is, it looks dangerous. For now, that thing's ignoring us. Best to keep it that way. For now, that thing's best Okay, to lässt keep uns it nicht that way. durch. For now, that best to... Willkommen. Metroid Mind heißt sie in ihrer Stadt willkommen. Sie ist ein Rückzugsort für alle Menschen, die vorliegenden Daten weisen darauf hin, für alle Maschinen. Die vorliegenden Daten weisen darauf hin, dass sie aus dem Außenbezirk kommen. Alle Neuankömmlinge sind aufgefordert, sich über die hiesigen Gesetze zu informieren. Sie könnten sich auch für Geschichte und Sehenswürdigkeiten interessieren. Anyone home? There's nothing worth bothering with. I just need to type something in. So, ich dachte... Ah, so geht's. Sehenswürdigkeiten. Zur Energieersparnis und Effizienzsteigerung ist nur das Stadtzentrum für metropolische Roboter begehbar. Hier finden sich der berühmte Ratsturm, der sich hoch über Metropol erhebt, das alte Gerichtsgebäude, der historische Zentralbahnhof und die Hauptstraße. Aus Sicherheitsgründen wird von einem Besuch der Unterwerke abgeraten. I just need to type something. Geschichte. Das andere war Gesetze. Metropol wurde schichtweise durch der einstige Roboter errichtet, die sie im Zuge unendlichen Fortschritts über Generationen hinweg verbessert haben. Früher wurde die Stadt durch einen Rat regiert, aber Metromind wurde einvernehmlich die Kontrolle übergeben, weshalb die Stadt jetzt ihren Namen trägt. Okay, das ist die Ober-KI. Gesetze. Oh! Ich habe nicht zu schnell gerückt, das war das Spiel. Metropolisches Gesetz. Das metropolische Recht ist zu gewaltig,
um von einem normalen Roboter vollständig erlernt zu werden. Metromind stellt aber sicher, dass es effizient und fair angewendet wird. Neuankömmlinge sollten sich mit dem Datenreinigungsplan Thema DBP der Flüchtlingsregel und der Effizienzinitiative vertraut man. DBT. DBP. Datenbereinigungsplan. Um die Stadt vor korrumpierten Daten zu schützen, verabschiedeten Metromind und der Roboterrat den DBP, durch den sämtliche Informationen, die auf falschen Theorien fußten, effektiv ausgemerzt werden konnten. Physische Medien mit derartigen Daten werden im Quarantänegebiet in den Unterwerken entsorgt. Ach, deswegen wurde das Buch auch weggeschmissen. Aber das ist ja auch ein Ausdruck jetzt. Illegal. The Law in You, a Metropolitan Guide. It's written by Clarity Arbiterbilt. Okay. Well, boss, somewhere in there is our power core. Da müssen wir rein für den Power Core. Anybody home? You know, boss, I don't think that's ever going to work. You never know. Looks like someone tried shooting the door, but the damage is entirely superficial. Amateurs. Boah, wie lang ist denn der Code? Den werde ich mir ja niemals merken können. Ist ein Scherz? That's not it. Ach, wer hätte es gedacht? Der ist es nicht? Okay. Some kind of track running up the side of the tower. It's far too high to try climbing. I can't see anything to do with it. Ach, hier geht's auch noch durch, habe ich gerade nicht gesehen. Oh, was hat er denn für eine heftige Maschine? Hey, boss, look! That repairbot has a floating helper, just like you do. Ich habe nicht gezählt, Jürgen. Ich glaube, das waren über so an die 15 oder so. Also wenn wir den sehen, wird der uns schon auffallen. Aber den zu merken, oh Gott. Man kann es auch übertreiben. Okay, da ist ein elektrisches Kabel am Zittern. A floating light bot. It's holding a spool of copper wiring. It? She? And what is she? It looks like he's trying to fix that crashed hover Also ihm hat der Fembot gefallen, alles klar. A crashed hoverbus. So we're gonna fix it up and do something amazing with it, right, boss? No, it's not our property or our problem. The bus must have snapped the cable on the way down. Given the electricity it's spitting out, I can't get close to it. Too bad we can't just plug it into the unique. Crispin, can you fly around the cable and push it off the street? Ach, easy. But didn't you just say it's too dangerous to get close to it? Aber eigentlich ist der ganze Boden ja Metall, ne? Da haben die Schuhe geerdet. Fine. It's some kind of robot that's lighting up the street, seemingly at random. She's holding a spool of copper wiring.
Excuse me. Can't you see I'm working? I've said it before, but I'll say it again. You do know this ship is never gonna fly again, right? You're right about that. This old airing bus could hardly fly to begin with. Still, there might be some parts here that Metroline can use to get another bus up and running. Anyway, what do you want? Hey, boss, ask him about his helper. Ja, fragen wir für ihn auch mal. What happened here? What does it look like? The airing bus's motor gave out and it crashed. Into the only bridge leading from Main Street to the rest of the city center. Was anyone on board? Sure, but they've already been salvaged. Salvaged, not repaired? Can't repair without parts. You can't get parts without salvage. What about building new parts? Yeah, me and what factory? Look, everyone wants to spot bugs, but no one wants to write code. You got a better way to run a city? Go out and build one. Aber das ist ja ein gutes Zitat. Jeder will Fehler finden, aber keiner will den Code schreiben. You mentioned Metromind. Yeah, sure. She's in charge of this big circuit board we call Metropole. What can you tell me about her? What do I look like? The information kiosk? I want to know what I think? Metromind is the best thing that ever happened in this place. Really? Really? You, me, all these other machines grinding about, we're just tools in the toolbox. But Metromind, she's got the master plan. Progress. Got a nice ring to it, too. So as part of the master plan of trashing buses into roads? Motorhead hat einen guten Song namens Masterplan. Metromind's the only one scrubbing. Not her fault that some of the metal's too far down. It looks to me like you're the one scrubbing, not Metromind. Like I said, I'm just a tool in the box. Now, I gotta get back to work. I'm not here to steal parts. You okay? My friend is curious about your helper. She's just a sidekick factor build. Thousands of them rolled off the assembly line back in the day, but she's probably the only one left. Really not much more than a floating lantern, and headlamps are a lot cheaper. She says you're not much more than a floating plasma torch. She's right. I'm looking for a big robot. It floats and has big claws and shoots lasers. Scraper. After the last big cave-in, the two of us worked together on trying to fix the blue line. Ach, Schaufler heißt der Roboter, der uns überfallen hat. He took something of mine. Yeah, salvaged it probably. That's what most of us do for Metromind these days. Stole it. Hey, you say router, I say router. Anyway, not my problem. Where can I find Scraper? Do I look like a tour guide? Piece of advice for you. Don't mess with the code if you can't handle the glitches. Oh. Very profound. Don't mess with the code if you can't handle the glitches. Down below Main Street, I came across a drawbridge that someone locked up so it can't be used. Do you know how to fix it? Well, Metromind closed off the underworks for public safety, so I don't do repairs there anymore. But what? That sounds like a prank pulled by a bolt brain calling himself Primer. He used to hack locks in Metropole and change the passcodes around to leave his signature. How did you fix the locks? Metromind cracked his codes and reset them. Processing power like hers, there's nothing she can't do. You know, boss, I've got a feeling that Metromind isn't gonna help us on this one.
Ah, die wird hier wahrscheinlich total die Imperatorin sein. Und Crispin hier noch irgendwas? I don't Hey, Crispin, why don't you go talk to her? Genau, sprech mal mit dem Gleitbot. No way, boss. She's way out of my league. She's a floating lamp, Crispin. You've never had any trouble with lamps before. Well, I've never had to talk to one before, boss. Just knock them off ledges. I've got no practice. I've never had to talk to a lamp before, boss. I've got no practice. Wir haben doch eine Lampe. Will er mit der Laterne mal üben? Hey, Crispin, how about practicing on this lamp? Ja, tatsächlich. In front of her? Are you kidding? Wir müssen woanders hin, okay. There's nothing worth bothering with. Da geht auch das Licht. Hey, Crispin, how about you go practice on that light? In front of her? Are you kidding? Ja, okay, Mann. Hey, Crispin, how about practicing on this lamp? Oh, good idea. Tatsächlich. Okay, here goes. You really light me up. No. Okay, okay. Trust me, I know how to turn on a light. Definitely not. Huh. Okay, that's enough practice for now. All right, Crispin, it's now or never. Now or never. Beside you, all other... Oh. Whoa! That was so easy! Ich hab mir Erfolg, She gave me Wingman. a clipping of her copper wiring. Sie hat mir ein Stück von ihrem Kupferkabel Wire gegeben. belongs to the city. It's coming out of your salary. You tell him. Hier haben wir Kupferkabel, wofür auch immer. Ja, was war es genau? Some short strands of copper wiring. How would that even work? Kampfroboter. Excuse me. Sir, my apologies, sir. 187th Legion built. Surly Company. Reporting. Horatio Nobuild, version 5. A pleasure. Horatio Nobuild, sir? Never heard of any service bot with that designation. Still, it's good to see another Urbanian, sir. After things got foobarred back home, I figured Surly Company was all that was left. Urbanian? What are you talking about? This sod finally made a friendly and he's as cracked as Primer. No offense, sir, just hoped... Well, never mind that. How can I assist you, sir? Why are you in line? Seeing as how I'm on the outside now, sir, I figured I had to go pay restitution for shooting up the enemy HQ. Enemy HQ? Yes, sir. That big tower in the center of the city. Er hat auf die Tür geschossen. Okay, so why haven't you paid? It sounds like all of this happened a long time ago. Years ago, sir. But the courthouse has been locked down the whole time. I figured they'll open it up eventually, and then I can clear my name. What if it doesn't open? Well, sir, I know all about hurry up and wait.
Surly Company. Urbanian. What are you talking about? Well, sir, I'm not sure quite where to start. I had you figured for one of us, seeing as how you came up as a friendly on my IFF. I could see you as a member of Surly Company, boss, but as friendly? Nah. Zumi's got some mouth on him, huh, sir? Always do those flyboys. Look, why don't you just give me a quick rundown? Well, sir, can't see the harm, even if you are a decoy. War's over, after all. It was over before Surly Company even deployed. Ja. See, we're Urbanian robots. Long time back, Urbani and Metropol got to fighting over something, who knows what. The Metropolitans fried our civilians, and Legion told us to strike back. Word was, some big airship of ours was supposed to knock out Metropol's defenses, and we just come in for mop-up. But the Metros took our ship down with their own heavy hitter, some giant named Goliath. I see. Anyway, Surly Company was all that was left, so we deployed 200 strong. What happened then? Well, it's a long march for Aww. robots. Most of us, well, most of us broke down on the way. All said and done, the only ones who made it were me, 113th, and a signal bot we call Primer. The rest are all out there in the dunes somewhere. I'm sorry. Kriegsveteran am If they didn't Erzählen. crash hard, they wouldn't have built us in the first place. If it makes you feel any better, Horatio cut Goliath's finger off. Well, sir, someone ought to stick a medal on your chest. Can I try opening that door? Belay that, sir. The authorities told me that no one goes in till the door. But aren't we on the same side? Affirmative, sir. But since I'm on CivDiv now, my programming requires me to submit to the local authorities. How do you know you even have to pay something? This seems logical, sir. What if I could pay your fine for you, or get it canceled? Well, sir, then I'd be much obliged, and I'd probably just leave town. Can't say that I'd much like being in enemy territory. And how are we gonna do that, boss? I'll figure something out. I inspected the damage. All you did was ding the metal. Well, sir, until someone shows me the law that says I don't have to pay, I'd rather be safe than sorry. How did the war end? For Surly Company, it ended when we staggered in here and surrendered. Beyond that, sir, it's all above my pay grade. Truth is, sir, we never even knew what we were fighting for, let alone what the Metropolitans wanted. So I can't say for certain that Metropol won. But I'm pretty sure Urbani lost, what with all the civilians being dead and the army being beaten. What happened to 113th and Primer? After we got to Metropol, we tried to put up a fight, but couldn't do much. They fried 113th, and my rifles jammed. Primer surrendered on our behalf. After dressing us down, they took all my big guns and sold 113th shell to some scrap dealer. Primer never was the same. He encrypted part of his own logic so he wouldn't have to think about losing the war any longer. Then, he disappeared beneath the city. And me, I came here. Goodbye. Over and out, sir. Na, endlich. I'll be crashed. Looks like the Metros had our codes cracked. And sure explains how they fried our boot sector so easily. Hello? Hello? I don't think it can hear you, boss. Futile. I doubt that will happen. I'm going to try sending messages to him in binary. On an analog transmitter?
That sounds like fun. For once, I'm glad you're the one with hands. May Mandelbrot's bulbs unfurl their spirals for you, silent one. What's he saying? You do not join the harmony. I sing alone. I am one part of the great friend. To your kind, I would be known as Gimbal, built by Labrador of Sovitos. I sing with all my voices. You hear only one. When I came to this silent city, I looked for others to join the harmony. Leopold built by Steampool told me that he had a device that would sing with me. In exchange, I traded my secondary motor. What he sold me does not say. Parieren wir sie jetzt. It's a record. Leopold tricked me, and he will not return my motor. I will sue him and force him to return. Infinite lawsuits, Silent One. The choir is silent. Burning ship has been extinguished. Strange tractors track no more. I alone sing the function. Now, I must recover my motor so that I can dance with the harmony. Looks like we're going to need to go talk to Leopold about a motor. Fetter Roboter. Ahoy, my dear friend. Oswald Factorbuilt at your service. It's no more your dear friend than Rex is your creation, you besotted dear oiler. Oh, don't mind Cornelius. He's been bitter since the first great rolling brownout. Bitter? Bitter? I'll show you bitter, you backbiting butt snatcher. I think I like these guys, boss. Was ist das für ein Gebäude? Was steht hier in der Schlange? Worüber streitet ihr euch? Ich suche einen nach einem großen Roboter. Wisst ihr, wo ich einen Energiekern finde? Do you know where I can find a power source? Alas, my friend, power is not so abundant in Metropole as it once was. Magan Metromine seized it all, seized it, and doles it out. And there's hardly enough to go around now. Metromine keeps all power sources in the Great Tower where the Council used to meet. If you want to share it, you will need to pay her in megacycles. Megacycles? Yes, megacycles, ninny. CPU cycles, brain power. Kind of power she really wants. Her low-rate processor was made for running trains, not a city. So, um das zum Laufen halten. Braucht die mehr Herz. What's in that building? Why, Arbiter's Court, of course. Why else would we be here? I need to see Arbiter. We all do, my dear friend. But the courthouse is locked, and first come, first served. Why are you waiting in line? Justice! I'm here for justice. To prove that I, Cornelius Factorbuilt, created this marvelous machine, Rex. Der Hund hier unten? Cornelius built. Ignore him, my dear friend.
Candidly, he is 1023 flops short of a kilo if you catch my drift. The machine's name is Oswald Belt. Rex Oswald Belt. This is over a name? Why not just let Rex decide? Ridiculous. This is about principle. This is about pride. So, boss? Would you fight over me like this? You could call yourself Crispin Crispian for all I care. As long as you still pull things off ledges for me, that is. Glad to know I'm loved. How are you going to decide who gets Rex? For the law, fool. The law. Please excuse my brother. He can barely remember pi to the 23rd digit, let alone his manners. 4. I rest my case. Suffice it to say, chap, Ein we await übler the Spruch. reopening of the courthouse. Or more precisely, we await a summons from auditor who will decide our case. Who will say whose contribution was more important? Who will say, in fact, that my contribution was more important? I'm looking for a big robot. It floats and has lots of claws and shoots lasers. It stole something of mine. Have you seen it? Indeed. The robot you describe sounds like Scraper, Metromind's enforcer. Whatever he took is gone forever. I refuse to accept that. Oh, he refuses. How delightful. Could someone else judge your case? Of whom were you thinking? Metromind, perhaps? Authoritative to be sure, but I fear she would claim Rex for the good of all. And since the subway schemer... He means Metromind. Shut down our builder Factor, he cannot help either. What about Horatio? Who? Me. And why should we listen to you? I've built a robot before. And I have no stake in this. Yes, well and good, but this is a matter of law and logic. A bit harder than banging together a tin can like your companion. How can we know your reasoning is sound? Testet mich. Test me. An interesting proposition. What do you say, Cornelius? What do I say? I say that you are a liar and a thief, Oswald. But as to this Horatio, well, as to him, so be it. Boss, if they make us find 7 lost crystals, I'm quitting. Shh. Roger. Consider this. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for a party. Was? Circle is gathered at the what? Is this some kind of vocab test? I said quiet. Each robot is either a Factor built or a Sternweiler built. Blasted Sternweilers. And moreover, each robot is designed with either a quad-core, a linear type, or a multiplex processor architecture. This is ridiculous! Pay attention. Factor or Sternweiler, quad-core, linear type, or multiplex. Indeed. Now I will tell you 3 things about these probabilities. First, there are more Factor-built robots than Sternweiler builds. Second, every linear-type robot was built by Factor. Finally, Sternweiler never built a robot with a quad-core. Now listen. Which of the following statements about the probability circle cannot possibly be true? Ich nehme 2, keine Ahnung warum. 5 robots have quad-core processors. 4 Kern habe ich mir gemerkt. Fehler. Clearly, you are unfit to judge our case. Now go bother someone else. Die passt mir ganz gut. Ich muss dringend mal kurz aufs Klo. Bin gleich wieder da.
I just got that song out of my head. Oops. Jo Leute, bin wieder da. Ich weiß gar nicht, ob der Test sich so anhört von wegen zuhören, genau zuhören und dann das Richtige finden, ob das so das Ding ist. Die sind ein bisschen im Clinch. Noch mal ein bisschen umsehen. Oh, noch I jemand. am waiting. What are you doing here? Waiting. For what? My bus. I'm pretty sure the bus isn't coming. It will come. Your bus is a burning wreck about 2 blocks from here. It will come. I must go home. Metromind will take me home. Trauriger Roboter. Herrje. A rather simple looking model. I am waiting. Also einmal muss der Twist, wer den Roboter jetzt erfunden hat, geklärt werden. Was haben wir denn noch so an Items? Die Schallplatte habe ich mir noch gar nicht angeguckt. It's a vinyl record entitled Children's Sing-Along, whatever that means. Some short strands of copper wiring. I have nothing to say to him. I have nothing to say to him. Also wir können nochmal versuchen, oder was ist, wenn ich jemand anderen fände? What if I could find someone you respect? Someone who would be willing to judge your case? Well, I suppose there's no harm in looking. No harm to us, anyway. If you want to waste your time meddling in our affairs, then I suppose it is yours to waste. Very good then. I am uploading the facts of our dispute to your data pouch. If you can find a suitable judge, let us know. I can't use my... Ja. You know, boss, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for the party. 7 Roboter kamen zusammen. Either a factor built or a stern wireless built. And moreover, each robot is designed with either a quad-core, a linear type, or a multiplex processor architecture. Now I will tell you 3 things about these probabilities. First, there are more factor-built robots than stern wireless builds. Second, every linear type robot was built by Factor. Finally, Stern Weiler never built a robot with a quad core. Now listen,
Which of the following statements about the probabilitous circle cannot possibly be true? Alles klar, ich habe jetzt besser zugehört, also. Multiplex haben wir nie gehört, das Wort. Fünf Roboter stammen von Produkt. Hat er nicht gesagt, 4 stammen von Produkt? Die 5 schon mal raus. Warte, wir gucken, warte, wir hören uns das nochmal an, aber ich gehe mal jetzt nochmal logisch ran. Wir wollen einmal wissen, wie viele von welchem Hersteller kommen. Und die Menge der Linealen, der Vierkerne. Also der Hersteller wie viele. Oder die Hersteller. Und dann die Kerne oder was auch immer. Could you repeat the question? Indeed. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for a party. 7 Stück sind's. Each robot is either a factor built or a stern Weiler built. And moreover, each robot is designed with either a quad-core, a linear type, or a multiplex processor architecture. Okay, alle Begriffe. Now I will tell you 3 things about these probabilities. First, there are more factor-built robots than stern Weiler built. Sturm ist weniger. Type robot was built by factor. Finally, stern Weiler never built a robot with a quad-core. Now listen. Which of the following statements about the probabilitous circle cannot possibly be true? Und jetzt die Sache, die nicht stimmt. Also Sturmweiler sind ja nur 3 Stück. Dann geht 4 nicht auf. Die Antwort ist falsch. Die Aussage ist falsch. Ja, okay. The preceding facts are unchanged. Now, answer this. If exactly 2 factor-built robots have the same type of processor architecture, then which of the following must be true? Wenn 2 exakt gleich sind... Oh shit, das war jetzt zu schnell. Das habe ich vorhin schon gesagt. 3 von 7 Robotern stammen von Sturmweiler. Das ist jetzt wieder eine Falschaussage. 5 stammen nicht von Produkt. 4 stammen von Produkt. Wir wiederholen nochmal. Sechs, sagst du? Each robot is either a factor built or a stern Weiler built. Komm ich nicht durcheinander, das ist schwer. Ach, er macht jetzt das von vorne nochmal. Now, if exactly 2 factor-built robots have the same type of processor architecture, then which of the following must be true? Eine wahre Aussage suchen wir. 5 von 7 Reportern stammen von Produkt 9. 3 von 7 stammen von Sternweiler. Kriegst du gerade nur Puffern ab? Ach, ist das Internet so schlecht oder kackt der Stream ab? Ich sehe im OBS mich bewegen auf jeden Fall. Bis zu 16 Sekunden zum Broadcaster. Ja, der Sturm ist echt in anderen... Warte, ich guck mal, muss mal eine OBS-Fläche öffnen, wo ich meine Verbindung und so sehe. Bei mir läuft es echt gut eigentlich. Krass, dann ist es bei dir so übel am... Ja, das kann ja alles passieren. So, ich habe halt auch schon Angst gehabt, dass heute dann, was weiß ich,
irgendwelche Bäume auf Leitungen oder Stromkästen knallen, Blitz einschlägt. Also ich mache mit den, das ist wahr, dass 3 von 7 Robotern von Sternweiler stammen. 3 of the 7 robots were built by Sternweiler. Correct. Aha. Here is the third question. The facts are still unchanged. Which of the following types of processor architecture might you find in a probabilitist built by Sternweiler? Und was hat Sternweiler nicht gemacht? Kein Multiplex, ne? Jeden der 3 Typen ist auch falsch. Nur Lineartyp, glaube ich. Only linear type. Failure? Failure? Clearly you are unfit to charge an robot of someone. Okay. Das wäre die letzte Frage gewesen. Probieren es nochmal. Can I try? No. Goodbye. Cheerio. Goodbye. Cheerio. Goodbye. Cheerio. Kann man nicht nochmal probieren? Auch schade, ich hätte es gern geschafft, ey. Die ersten beiden Antworten waren ja gut. Goodbye. Cheerio. Schade, ey. I have nothing to say to him. I have... Manchmal frage ich mich echt, wer mir auf die Internetleitung hat. So 1,7 MB Download, das ist ja mickrig. Kannst du den Stream vielleicht runterstellen, das hilft manchmal auf... Ach nee, kann man ja glaube ich gar nicht. Das kann man nur bei Profi-Streamern, dass man die niedriger stellen kann, die Auflösung oder Erfahrungsrate. Ach, Sekunden. Ja, das geht ja noch. First World Problems. Das kann man wohl nicht mehr... I have nothing to say. I doubt that will have any effect. Schade, ich hätte es gern geschafft. Ich hätte mal speichern sollen vorher. 33 Polizei, ja, Snake. Spielen wir Snake. Hast du zufällig nur eins rumliegen? Wie viele Leute haben die Dinger noch? Oder die sind in eine Wand reingebaut? Not even for a power core. Not even for a gynoid. Well, maybe for a gynoid. Hier unten war der depressive Roboter, oder? Ja. I am waiting. A rather simple looking model. I doubt that will have any... There's nothing there to receive this... I'm not going to threaten him. I am waiting. That's never going... Feudal. I doubt that will... That's never going... The Law and You, a Metropolitan Guide. It's Das written by könnte den Clarity Kampfroboter Carpenter. vielleicht noch ziehen. It explains about the refuge rule and says that for the first 48 hours after a robot arrives in Metropole, it will not be punished for violations of any laws except for harming another robot or causing significant property damage.
Ach, dann ist der Kampfroboter unschuldig, wenn er das... Dann weiß er, dass er eigentlich keine Strafe macht. Believe that. Keep information. I guess we need to wait our turn. Er heißt Look 187. here. Under Metropol's refuge rule, a newcomer to the city is not liable for any superficial property damage caused within the first 48 hours of his arriving in the city. Ah, Jo, tut mir leid. Aber wenn du irgendwie Rechner ausmachen willst, hast, weil du Schiss hast, dir steht... Manche Leute sind ja so. Die machen bei Sturm die Sachen lieber aus. Tu dir keinen Zwang an. Aber du wirst ja was anderes auch nur in Shit-Quali sehen können. Krass, er hat echt den Weg frei gemacht. The harmony is broken when the pattern is not maintained. Reveal yourself, please. I guess we need to wait our turn. Ach, tatsächlich. Goodbye. Cheerio. The harmony is broken when the pattern is not maintained. Ach was, hier läuft alles. War nur gerade irgendwas, dass die Leitung blockiert wird. Und so weiter ist auch gerade ziemlich ruhig. Ah, können wir froh sein. Ich meine, die Videos konnte ich ja vorhin da nicht gucken, aber das war ja echt heftig. Das stimmt ja so, dass die alles verloren haben. Ich hier nicht noch rum? Ne. I have nothing to say to him. Okay, dann gehe ich mal zurück. Wir können da durch die Tür jetzt anscheinend nicht durch. Die müssen erst die anderen rankommen. Hier haben wir eigentlich auch alles gemacht. Wir haben von ihr sogar das Kupfer gekriegt. Dann gibt es ja eigentlich nur noch unten, wo wir vorhin nicht weiterkamen. Da ist der Turm und hier ist der Ausgang, okay. Nochmal zum Turm. Hey Armstrong, top me off, will ya? Wer sagt denn das immer, ey? Armstrong, top me off? It's far too high to... Im großen Sinne stimmt das natürlich, aber klar, überleg mal, du hast ein Haus, da kriegst du nicht 100% des Geld von deiner Versicherung, wenn du nicht so eine heftige hast oder so. Ich hab keine Ahnung eigentlich als Hausbesitzer. Weiß nicht, als hier wann war das, letztes Jahr oder war das dieses Jahr, wo, ach, da waren halt die Flüsse so überschwommen. Die armen Leute, da hat der Staat doch auch nichts auf die Kette gekriegt, hat doch ewig gedauert, ey. Ich weiß auch nicht, was da so schwer ist, irgendwie mal fix die Bundeswehr dahin zu schicken. Gut. Und ein technische Hilfswerk und so, die einfach... Keine Ahnung. Da haben die ganzen Anwohner schneller reagiert als der Staat, ey. Die hätten dann noch Wochen warten können, bevor sie die erste Schaufel bewegen. Ja, das stimmt. Aber ich denke mir so, was wahrscheinlich am heftigsten ist, sind so Sachen wie Fotos, Familienalben, ob digital oder physisch.
Ach, hier war ja was mit dem Code. Hatten wir da nochmal was erfahren oder war hier der mega lange? Here we go again. Ein Dreier. Ich probiere einfach mal die 734. Here we go. Macht zwar keinen Sinn, aber ich habe keine andere Zahl. Okay. Das war unsere Bombe, die 325, aber die wurde ja schon angesteuert. Ich hatte jetzt so die dumme Idee, keine Ahnung, dass halt irgendwo ein Strahl herkommt und auf die Bombe steht, weil die hier ist. Aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Die andere hat er ja angepeilt, weil wir den Code geben könnten. Geht hier nichts bei der Autos? Vehikel? Gefährt. Okay. Große Luke. Ich habe erst drauf geklickt, bevor ich es gelesen habe. Festgerostet. Cleaned off the rust. Schön. Looks like there's an engine in here. Well, let's see what we've got here. Motor, Tank, Keilriemen, Luftschacht. Let's see if I can manage this. Nimmt den einfach raus. Okay, cool. Das andere auch noch. I can't get it open. Still stuck. I'm sure there's nothing worth. I'm sure there's. I'm sure. I have no use for it. That's never stopped you before. I have no use for it. Feudal. Keilriemen nehmen wir auf jeden Fall auch mit. I can't. I have no use. I have no. The sooner I can stop carrying this heavy motor around, the better. I'd be happy to carry it if I had arms that. A machine belt. There's no way I can. Spielt mit einem Brenner, ne? Ich dachte jetzt auch so, oh, hat das jetzt zugeschweißt? Aber dann, oh, der Rost ist ab. Vielleicht wäre es auch mit der Brechstange gegangen. Der hat ja nicht so richtig reagiert. Gehen wir nochmal hier hin. Vielleicht ist der eine Typ weg. Ah, der war ja abgeschaltet. Gehäuse. Warning. Factor facilities decommissioned. Enter at own risk. Warning. Enter. Whatever it is, it looks dangerous. For now, I think best to keep it that way.
Komme ich nicht lang, dann doch zur Brücke. Sagt er vielleicht noch irgendwas über den Code? Why is everyone we meet crazy? Crazy, he says. Oh my, oh dear. I assure you, my comrades, there's nothing to fear. Just little lost me, your brother knight errant. A brother in arms. We have different parents. Weißt du irgendetwas über die Brücke? Do you know anything about that locked bridge past the cars? What I know is a vault locked tight with a key, which only a fool would open for free. Fine. What do you want? Was that a fool, a peddler is he, who opens his locks for merely a fee? I repeat. What do you want? Nothing more than to sit here and see if you poor interlopers are smarter than me. Boss, can we use the plasma torch on him? Jo, Raketenkaktus, guten Abend, grüß dich, hi. Mathematikerspiel hier. Aber ist schon der zweite Stream davon. Ich hoffe, das ist ein angenehmen Tag. There's a dangerous-looking robot just past here. Yeah, aren't you worried he's gonna eat you or something? Ach, das ist, war nicht genau definiert. Aber in dem Spiel ist eine apokalyptische Welt und es gibt nur noch Roboter. Es gibt keine Menschen mehr. Und die Dialoge sind hier öfters mal so, dass die nur mit Logik funktionieren und ne, so die Humorschiene halt, sag ich mal. Ist ganz cool. Wenn man Point-and-Clicks mag. Goodbye. Farewell, farewell, linger not for my sake. Your mission is calling, the city awaits. Wir sind eigentlich Historiker. Der Typ hier, Horatio, und der ist Crispin, den haben wir gebaut, ist eher so ein bisschen philosophisch drauf. Aber auch ein Ingenieur. Und er forscht halt über, wie die Welt war, will wissen, was aus den Menschen geworden ist zum Beispiel. Wherever it is we're going. No. Dass wir irgendeine Info haben für die Brücke. It's out of range. Maybe I can trigger it from here. Okay, das ist nur das. Here we go again. Ja, das habe ich auch gespielt. Das kennen viele. Gogon hat es zum Beispiel auch gespielt, meinte sie. Und hat dir das gefallen? Deponia ist auch ganz gut eigentlich. Aber hat halt so auch so ein bisschen mehr Humor. Das hier sieht ein bisschen abfalliger aus, aber keine Erwachsenen will ich nicht sagen. Das sind aber eher so ein bisschen anders ausgelegte Storys. Geht sowas nicht irgendwie? It's out of range. Here we go again. Wie weit schon? Oh, ich glaube, wir haben erst den ersten Akt durchgespielt. Wir leben halt in so einer Wüste und hatten unseren Energiekern und eines Tages wurden wir von einem anderen Roboter überfallen, der unseren Energiekern klaut. Und den wollen wir halt wieder bekommen.
Sind jetzt aber in der großen Roboter-Hauptstadt gelandet und sind jetzt gerade aber in den Kanalisationssystemen der Stadt. Und wir wissen, dass der Roboter sowohl anscheinend hierhin ist und hier gibt es auch einen anderen Energiekern und den will er sich eigentlich besorgen. Aber anscheinend wird diese große Hauptstadt von einer KI gesteuert, die ja so leicht diktatorische Züge an sich hat. Hier ist zum Beispiel altes Wissen. Wir hatten ein Buch über die Menschen. Das hat uns das Wachpersonal direkt weggenommen und wurde verbannt. Okay, ich muss mal gucken, wir brauchen irgendeine Info für einen Code. ...187, ach, das war der, Kampfroboter, 200 Bots, nur 187, 113 und Primer. Striche, 187, 113. Here we go again. It's out of range. Kann Crispin da nicht einfach mit dem Ding ranfliegen? Oder kann ich hier einen Code eingeben und mit ihm den dann kopieren? Ah ne, das sind ja 4, das ist doch Quatsch. Da waren es 3. Ich gehe nochmal mit dem Militärroboter sprechen. Why are you here? When we laid down our arms, my metal was taken. True nirvana from the cause we'd forsaken. The metropolitan thief cast it deep in this hole, where now it lies buried like bituminous coal. Hogs and gears, bituminous coal. You're looking for a medal? No, my comrade, you've misunderstood. Ah, warte mal, ich habe eine andere Idee. Das ist genau wie beim Nasenloch. Das ist genau wie beim Nasenloch. Ich darf das ja nicht auf die Nase, ich muss auf Crispin drücken mit dem Ding. Das ist genau so, wette ich. Nee, jetzt ist er nicht hier. Crispin, I'm going to latch this onto you. Try using it on the keypad over Ah, there. okay, alles klar. Der war nur schwer mit der Maus zu treffen. Jetzt mach das. Eins, 3, 7. Success! Ich wollte schon sagen, das ist doch ein Entschlüsselungsmodul. Wieso sollte man das nicht auf Türen anwenden können? Speicher mal, der Typ da oben sieht gefährlich aus.
Are these heads? Did you hear something? Boss, do you see those things? Oha. I've got a bad feeling about this, boss. Crispin, on the count of 3. 1. Ich glaube, wir wären sonst gerannt. I am Clarity Arbiter built. Oh, ein Version Fembot. 2, Law Clerk to Arbiter, Judge of Metropole. This is my home. Now, if you will excuse me a moment. Hat sie Judge gesagt? Richter? That's barbaric. Civilization is defined by law, and this is lawful. As enemies of the city, they forfeited their components. I have merely exercised my right of plunder. That sounds familiar. Whether it's legal or not, it's grotesque. Raketenkaktus, bist du noch da? Wie ist bei euch das Wetter? Wegen Sturm und so. Thank you. I'm Horatio No-Build, version 5. And I'm Crispin Horatio built, version 1. Welcome, Horatio. Crispin. What brings you to the Underworks? Und gab mir Erfolg. What were those things? They are shells. Robots who traded their processors and memory to Metromind in exchange for energy and repairs. Ach, das sind die Gigawatt, Now die sie mindless, they still abgezogen hat, ne? scavenge parts to trade with Takte. her. But those were the last of them, right? Hardly. Metromind now has more efficient ways to accumulate processor power, but she left hundreds of shells in the Underworks. Is there any way to save them? That question is irrelevant. They lived profligate lives, and when they had squandered their resources, chose to become thieves and destroyers. Punishment, not clemency, is what justice requires. Oh, Law and Order. Die Judge Dredd-Mentalität. Robocop. Du hast gesagt, du bist Rechtsgehilfin. Warum nimmst du ihnen die Köpfe ab? Was machst du hier unten? Kannst du den Fall von Oswald und Cornelius richten? Ach, perfekt. Sie kann dann den Streit schlichten. Dann haben wir die aus der Schlange. Was machst du hier unten? Obeying my instructions and waiting. Sounds boring. I am also collating and revising the body of metropolitan law into a single codex. Well, that sounds thrilling. In addition, I kill shells. Fair enough. Die beiden Stimmen von Crispin und Horatio sind auch ganz gut, muss ich sagen. You said you were a law clerk. What does that mean? My sister Charity and I were built to advise Arbiter Manbuilt, who administers Metropole's court. Charity sees everything through the lens of mercy. For me, the law is clear, a matter of ones and zeros, unclouded by preference or sentiment. Law without mercy, huh? How does that even work? Perfectly. It is the opposite approach that fails. Mercy is malware. Once infected with it, justice becomes slow and unpredictable. In time, the system itself must be discarded. Only my vigilance protected Arbiter from this taint. But he has been without me for a long time. Ach, da fällt mir gerade was ein. Ich habe bei den Kanalpunkte-Ding, ich hatte 2 Wetten verpasst. Einmal von Cactus und einmal von Mozi Tom. Die haben beide ihre Punkte wiedergekriegt. Und ich habe da in den Dingern nochmal hingefügt, dass man mich dann taggt und dann Wette schreibt oder mich taggt und Umfrage schreibt. Weil dann übersehe ich das auf jeden Fall nicht. Das ist nämlich zweimal passiert. Aber die Punkte wurden zurückgegeben. Why are you taking their heads? I am giving fair warning.
2 other shells? No, they lack the capacity for fear. The heads are for a robot named Scraper Sternweiler built. You really think a bunch of rusty boxes will scare him Schaufler off? ist der Typ, der uns überfallen hat. No, I do not want to scare him. I want to warn him. When he ignores that warning, I can destroy him lawfully and without guilt. Boss, she's kind of exciting my electrons. I'd like to report a theft. My power core was stolen by a big robot. Big claws, shoots lasers, Talks like this. He came aboard the crashed ship I was living in, attacked me, and stole the core. Took it. Excuse me? Whether the taking was a theft is a legal determination. Please do not characterize the evidence. It was my power core. He shot me, and he stole it. I know the robot you describe. His name is Scraper Sternweiler built, and he is the servant of Metromind Manbuilt, a member of the council that governs this city. Tatsächlich. I have no fondness for Metromind, but I must be impartial in considering your claim. Tell me, did Scraper say anything before he took your power core? Before he stole my power core, he said something like, enemy, forfeit, plunder. I see. What, are those words override commands to turn off law and order? They are legal concepts, Horatio. If Scraper's characterization is correct, then he did not steal your power core. He took lawful possession Man of it. müsste eigentlich in der Wikipedia noch mal gucken, wer Horatio war, also der Philosoph oder was auch immer. Das wird noch ein bisschen mehr Einblick auf den Inhalt geben. I see. In a crashed airship. Yes, I said that already. Ich glaube, das machen wir mal kurz. You have presented a credible claim that Scraper Sternweiler built, no doubt acting at Metromind's direction, took your power core. Beyond that, however, there is not even probable cause to arrest. Aber ich will es jetzt nicht brechen, wir machen weiter. First, the dunes are outside the ordinary jurisdiction of metropolitan law. Second, a crashed ship in the dunes is likely a relic of the War of the Four Cities. If so, your ship was forfeit enemy property, legally subject to plunder by the Council. Scraper, acting as an agent of a Council member, would be within his rights to seize it. Nevertheless, I would advise you to bring your case before Arbiter for further examination. That's it? Go visit Arbiter? You're just going to let Metromind attack and rob me? If Metromind violated the law, it must be proven. Until it is proven, what the law does not forbid, the law permits. And what the law permits, I must permit. This is insane. Das ist Logik. Metromind is a tyrant and a thief. You'd let her hide behind the law? You think that the law protects Metromind from you? The armor of the law does nothing but restrict her movement. Take it away and she will only become more dangerous. But once it is taken from her, it is taken from everyone. You need law's armor, Horatio, far more than you need its sword. I despise Metromind, but justice must be impartial, or it is meaningless. Your justice is already meaningless. How can I see Arbiter? Anyone can petition him. Cases are considered in the order they are brought to court. But Okay, wir haben ja zwei in der Schlange vor uns. I met a scavenger who told me that the courthouse was sealed and that Arbiter was no longer hearing cases. But that cannot be true. The Metropolitan Constitution requires him to resolve all cases and controversies. He would not fail in that duty. Sounds like he already has. Nonsense. Not even Charity could persuade him to abandon his obligations. Still, I did not detect any falsehood, evasion, or omission in the scavenger's statement. So perhaps the courthouse has been locked for some other reason.
If so, it may be that Arbiter is trying to contact me, but cannot. Maybe he is already calling me home. Horatio, I have a request of you. You are under no obligation to perform it, and I will be under no obligation to you, even if you do. Do you understand? I don't even know what you're asking me to do. Talk to Arbiter. Ask him if I can return. Tell him that I await his summons. That's it? Believe me, we've had to do a lot worse than that. Like this one time we chased this crazy partial named Gamma. Of course we'll help. But how do we even get into the courthouse? This will get you inside. Thanks. I must thank you, Horatio. Clarity, you saved our lives. Compared to that, running an errand is nothing. The law obligated me to save you, Horatio. I would have done the same for Metromind. But I am glad it was you that I saved. I wish you justice. Did you say Arbiter man-built? As in, built by man himself? Yes. Does man still walk here? In Metropole? No. But man was here in the past. The public records regarding humans were deleted by council decree. What I know is entirely hearsay. I was built after the Urbanians murdered them during the war. Impossible. That is what Arbiter told me, and it was told to him by Metromind. Beyond that, I cannot say. Did Arbiter tell you anything else about man? Only that he missed their legal arguments. Quite amusing, if often illogical. Legal arguments? Yes. To play a symbolic role in their justice system, humans argued cases before Arbiter. Symbolic? Play a role? Man is the all-builder, our lord and master. It is possible that the man you worship is not the humans in my records. All I know is hearsay. Do not rush to judgment. Oswald and Cornelius Factorbuilt would like me to find someone to help them resolve their case. Would you judge it? I have no authority to perform such a function. I am a law clerk, not a judge. I don't think they need a formal judge. They just want an answer from someone reliable. I'm sure they'll trust you. I would trust you. I suppose I could mediate and advise. But nothing more than that. Could you give me some advice on how to talk to gynoids? No. What is the nature of their dispute? They are fighting over who gets credit for building a small robot called Rex. The operative facts are in my data pouch. I see. I have reviewed the facts, considered the applicable law, and enclosed an encrypted statement for the parties. It will automatically load in their presence. Thanks. Okay, dann haben wir die aus der It has Schlange. been a long Perfekt. time since I considered legal issues. I welcomed the diversion. Goodbye. Watch yourself, Horatio Nullbuilt. There are many dangers in this city. I don't think Clarity would approve of our taking one of her skulls. It's a shell skull. She steals shell skulls by the slug. Boss, did that skull just wink at me? No. You weren't even... A grisly trophy. It's been completely stripped of any useful...
It's an encoded keycard. So, jetzt wird das geklärt. Clarity Arbiter Belt has judged your case. A fitting choice. Indeed. Then here's her decision. A petitioner claiming buildership of the disputed res, that is, the robot, bears the burden of proving buildership by preponderance of the evidence. In this dispute, there are in fact 2 cases, each with a petitioner, Oswald and Cornelius. Neither petitioner has borne the requisite burden. Therefore, neither may claim buildership. The res known as Rex shall therefore be deemed null built. Oh, niemand von beiden kriegt's. Surely, sir, this is a mistake. Er hat den Zylinder am Boden geworfen. In any case, Rex is his own robot. He can make up his own mind. What fools we were. Indeed. Lonk. Wait. Und da haut er ab. Oh geil, wir können den Zylinder mitnehmen. Well, hats off to Clarity, I guess. It's a fine felt hat. Given its age, it's in remarkable condition. Mhm. The harmony is broken when the pattern is not remove I guess we need to wait our turn. Wir haben ja ein paar neue Sachen gekriegt. Den Motor, Keilriemen, das ist die Eingangskarte und der Hut. Vielleicht nochmal den Händler abchecken. Oh, da ist ein neuer. Version 5. I am Metromind. I have been watching you. Oh Gott, die Chefin. I am always watching. I know what you are doing. I know why you are here. You are welcome in my city. But that welcome can be taken away. And there are worse things to lose than a power core. Scheiße, die weiß Bescheid. What you've been up to, Tyro, but you're poking at the wrong socket. I'll bear that in mind. Excuse me. Hello? I think it's ignoring you, boss. We can't afford to waste time. You know, boss? Störungsgeräusche, die ist nur kurz da reingegangen. Das ist Oswald. Well, it isn't my dear friend Horatio. To what do I owe the pleasure? Have you come to relieve me of another belonging? Entschuldigen, nicht entschuldigen. Ich kann mich ja nicht für ein Gerichtsurteil entschuldigen. You asked for a judgment. You got one. Stop complaining. Complaining? Am I the one wandering across the entire city, whinging about a power core? He's got you there, boss. Why do you and Cornelius hate each other? Firstly, because he is arrogant, incompetent, and dishonest. And secondly, because I once loaned him something of great sentimental value. Oh, jetzt kommt nochmal gut Wind und Regen runter gerade. So why'd you ever like him in the first place? I cannot say. Okay, ich will ihn jetzt nicht anlügen. Goodbye. Ich wüsste nicht warum. Ich will ja nochmal tauschen. Er hat ja eh gesagt, er will den Motorblock loswerden. I'm looking for my power core.
It was stolen from my ship, the Unique, and I think it's being kept in that tower over there. The Great Tower, you mean? Sure, it's probably in there, along with all the other generators and reactors and cores that keep the lights on. How can I get it back? If Metro Mind took it, you don't, Tyro. Her word is law. Arbiter's the only one who ever could have said otherwise. He's been gone a long time. Get to the courthouse, maybe you can plead your case. After half a dozen other folks took their turns, that is. But you can't. No judge locked it up tight. And who's to say you'll win, huh? My advice? I don't want your advice. I want my power core. Well then, good luck to you. How do I get into the tower? You don't. Council members only. And the only ones still clicking are Metro Mind and Arbiter. And let me tell you, neither of them is one for bending the rules. Zeig mal deinen Kram. Ich habe ja die Karte, die ist aber, glaube ich, fürs Gericht, nicht für den Turm. Was hast du denn noch? Wassership. Überlege ich schon, ob das eine Fallout-Anspielung ist. Speicherlesegerät. Schaltbrett. Batterie. Servoeinheit. Motor. Finger. Kleiner Motor. Teil. Abakus. Brennstoffzelle. Maßband. Mal mit Hirn da rangehen. Was würde ich denn überhaupt brauchen? Na, kann man der nicht einfach den Zylinder aufsetzen und dann können wir vorbeigehen? Von wegen nichts am Sehen. Obwohl die Augen sind da unten, glaube ich, die 3. I'm not going to go around putting a hat on things. Okay, okay. How would that even work? I doubt that will happen. Feudal. Ach, warte mal. Ja, ich wollte jetzt gerade den Automotor beim Aufzug benutzen, aber er hat ja so einen kleinen Motor. Den brauchen wir bestimmt. Let me see your stuff. Come take a Leopold, did you get that motor from a robot named Gimbal? Sure did, Tyro. No fool like Ach, der ist der Motor von denen, der da drüben steht. Only thing better than a little motor is a big one. Find me that, and you got a deal. Okay, er hat schon gesagt. Easy. Er will einen großen Motor für einen kleinen. Dann wird es wohl der hier sein, der Automotor. Here you go, Leopold. Wir kommen aber lucky A nice durch, big ey. engine for you. Und scheint nichts übersehen. Not bad at all. You're a real scavenging expert. Is that a compliment or an insult? Entschuldigung. Dann können wir den da jetzt einbauen, dann geht die vielleicht ihren Gerichtstermin nach und wir sind nächster in der Schlange. Oh, Kupferverkabelung wurde abgezogen. And I never said anything about copper wire being included. You're a fine piece of work, Leopold. Leopold uns abgezockt, sehr schön. Aber wir haben Kupfer. Now you wanna trade? Let's trade. Otherwise, get a move on. Get a move on. Ja, wir haben doch ganzes Kupferkabel. Hey! She gave that to me as a token of her affection. I'll give you all the copper wiring you want once we're done here. Like I want a token of your affection. I need to find a way to connect the colored nodes to each other without crossing any wires. Oh, Why don't we Minigame. just use the plasma torch? That's not going to work this time. The crowbar? Nope.
Die dürfen sich nicht bossen. Ja, okay, ist super leicht. Ich habe es erst nicht gecheckt, aber anscheinend. And one more piece of junk is operational. Okay, war zu leicht. Ich dachte, es wird schwer. Jetzt haben wir den... An extremely advanced motor. Ja gut, meine Idee war der Fahrstuhl, aber er hat ja gesagt, der wäre von Gimbal. Und das ist ja die hier am Gericht. Mein Glück erhebt sich wie ein Phönix. Du bist stumm, aber du kennst die Harmonie. Okay, wir kommen ins Gericht. Perfekt, das ging ja super fix. You know, I'm kind of glad I missed out on that one, boss. Sometimes it's nice to just be along for the ride. Courthouse closed until further notice, pursuant to Civil Ordinance Section 889-B1C. It's a keycard scanner. Someday. Ram and Rom. What is that thing? I think it's Arbiter. Come on. Bei ihm müssen wir jetzt gucken, dass er die Dings wieder einstellt. Arbiter, my name is Horatio Nobilt. Keep going. I'm here because a robot from this city stole my ship's power core. Don't forget your book. And my copy of the Gospel of Man. How can I make them... How can I... Crispin, go see what Arbiter has been transmitting to that reporter. Leg mal rüber, Crispin. Boss? It's just the same thing over and over again. No code base to initiate. Unbelievable. Someone must have formatted Arbiter's system. Formatiert. So, boss, do you think you can get Arbiter running? There's nothing there to run. No code base to initiate. His memory banks must have been completely wiped. So all that work to get into the courthouse? Wasted. It's like the bomblet all over again. Except without the awesome explosion. So the Great Arbiter is nothing more than a broken shell. Anyone home? Boss, I'm pretty sure hitting Arbiter isn't going to do any good. Well, it's not going to do any harm.
There's nothing we can do for him. There's nothing we can do for him. Okay, ich wollte eigentlich rein. There's nothing we can do for him. I can't reach it. It's a basic robot that prints whatever information is transmitted to it. Okay, der kann uns irgendwas ausdrucken. Well, that was fun. I'm sure it still just says, no codebase to initiate. I can't reach it. I'm sure... I can't reach it. That's never going to work. I'm holding out for a crown. I'm sure it's... Is that really the best idea? The great and powerful Arbiter really isn't much to look at, is he, boss? Just a big box, really. An empty box at that. So the Great Arbiter is nothing more than... It's a basic robot that prints whatever information is transmitted to it. I'm sure it's still... Einfach mal so. There's no time for... How would that even work? Very funny. Ich weiß ja gar nicht, wofür ich das gebrauchen könnte. Naja. I can't reach it. Komm nicht ran. Sagt mir irgendwie, wir können es nehmen. That's never going to work. Feudal. Vielleicht der Dings, Callista oder wie sie hieß, nochmal Bescheid sagen. Clarity. Ach, Claritas. Arbiter does not want me back, does he? No, it's not that. Arbiter is gone. What do you mean, gone? Like someone wiped his memory or something. All he says is system cleared. Metromine did this, didn't she?
You know she did. I know nothing, Horatio. My builder is dead, and nothing is proven. Guesswork and speculation are not the law. The law is certainty. 1 or 0. Clarity, this isn't about the law. This is about... It is always about the law, Horatio. The law or nothing. So go to the courthouse and gather evidence. No. Arbiter ordered me to leave. He has not ordered me to return. I will wait. You're besotting. Wir müssen den Cheatspruch fälschen, oder was? Let's see if we can find something out for Clarity, huh? Clarity Arbiter build. How would that even work? Und wir hier einfach mal hier unseren Signalsender probieren reinzustecken. There's nothing there to receive the signal. Okay, sie hat nichts, dass das ein Signal empfangen kann, alles klar. There's no time. I'm not going to go around. Did you write this? Yes. It is informative and accurate. I doubt that will happen. I doubt that. Have you learned anything more? No. A universal interface plug. Feudal. How would that even work? There's no reason to cut that. Vielleicht doch noch was im Kran? Oder bei den Köpfen? There's no reason to cut that. There's no I don't think... I don't... It's been completely That's crazy. Who are you? My name is my secret. You can't make me talk. I ruined my puzzle. Give a key to my lock. Maybe we'll just call you Screw Loose. The Joker, he seems, for sure not an ace. He needs a small clue to spare him disgrace. For the crowds who adore me, Prime is my name. By now, no doubt, you've heard of my fame. You're 187's brother. Ich stehe mal kurz auf mit meinem Rücken. 200 abreast. The bravest of brave, the best of the best. Wind up the tour soldiers to march on their way. The city has fallen, no reason to stay. 200 abreast, my sisters and brothers. Now only 3 left. Forget all the others. I guess Wir haben that's jetzt a 2 yes. getroffen. 50 behind me, he came off the line. The gunner's no fun for being a brother of mine. Why Primer? There's nothing so gorgeous, so fine, as the perfectly indivisible numbers of prime. Consider this list 2 to 199. Was? Well, that was helpful. How do you survive down here? I'm a soldier by trade. Legion built me to last. My armor is sturdy, my pistons are fast. I carry no guns, for my weapon's my mind. And those who would kill me will find themselves primed. Really, don't you think you're overdoing it? I mean, that barely made sense. And it hardly rhymed. No. Bro. Goodbye.
Der hat uns gar nicht Farewell, weitergeholfen. Luger, not for my sake. Your mission is calling. The city waits. I'm not going to go. Er ist Primer. Mhm. Futile. There's nothing there to receive. No need to show it to him again. For now, that thing's ignored. Best to keep it that way. I don't want to provoke it. Bei dem könnte der Zylinder aber passen. For now, that thing's best. Okay. Wir müssen noch mal, dann wird da irgendwas beim Gericht sein müssen. Und Point-Click lässt sich auch gut im Stehen zocken. Muss man nur den Arm ein bisschen lang machen. Hier oben wird sich ja nichts geändert haben. Die Bahnhofsregion noch mal gucken. Weil wir Oswald noch anlügen konnten. Oder wer ist er denn da, der da rumläuft? Boss, even if there's some code to crack here so that we can understand what it's saying, I propose we just ignore it. Maybe, for once, the other robot can figure out how to communicate with us. Agreed. Ich muss noch mal kurz ins Bad. Eine Minute. After all the work we did to get into the courthouse, boss, maybe we should poke around some more. Jo, ich bin zurück, da sitze ich auch wieder. War irgendwas? Nein, ne? Soll mal die Fenster zumachen, das ist ein bisschen hart, ey. Ich habe Angst, dass mir im Wohnzimmer die Couch nass wird, wenn das auf Kippe durchhagelt. Und es ist nicht so am Stürmen. Wenn es richtig stürmt, also harter Wind ist, soll man die ja eh zumachen, weil dir sonst das Glas rausklatscht. Und zwar wie weit schon. Bei ihm noch was kaufen? Hat er noch was anderes, was er uns eintauschen will? Sicher, dass du nicht immer From kennst? He called himself Leo Built. I'm a peddler, Tyro, not a builder. Tell me about Arbiter.
He's a member of the council. Heard he used to fight with Metro Mind day and night. Ran the courts, or used to, back when we had them. One day he just sent his clerk Clarity down to the underworks and closed up shop. Ever since, Metro Mind says what the law is. How long ago was that? Who's counting? Let me see your stuff. Come take a look. Was könnte mir davon helfen, an den Schiedsspruch ranzukommen? Batterien, Teil, kleiner Motor. Das ist nochmal ein Abakus. Das habe ich mich immer schon gefragt. Das habe ich schon oft gehört. Finger. Ach, das war ja ein Typewriter. Hey, look, boss. It's a glass finger. If we got 5 of them, I could have a hand. What would you do with a glass hand? What wouldn't I do? You want it? You're gonna need to bring me a glass thumb. Oh, go wipe yourself. Ach, der klassische Rechenschieber. Yo, natürlich. Aber der scheint digital zu sein. Oder auf jeden Fall bedienen kann ihn. Das typische Beispiel ist das mit den Perlen, die man auf den Drähten schieben kann, ne? Jo. Jo, ey, ist schön, hier so, gebildete Leute zu haben. Das ist sehr wichtig. Gleicht hier viel aus. Genau das, ja. Ja, nice. Aber wüsste ich nicht, wofür wir den brauchen. I have no need for an abacus. Ja. Brennstoffzelle, Maßband. Heil. That there's an old Nova Robotics subsystem coil. Not interested. This is a Sterling air motor. Would it help me fly? Nope. Then we don't need it. We don't need another battery. That servo unit is hopelessly broken. Tyro, I'm gonna do us all a favor and not trade you this one. We don't need a drained fuel cell. That old boy is a plug board or a breadboard. I know what it is. Well, okay then. Bring me something that'll cover her face and it's yours. Good idea, Leopold. You'd look much better with a mask. Watch yourself, busy. Anyway, we Irgendwas, don't have womit time man to go sein around Gesicht building bedecken circuit kann. boards. Vielleicht der Zylinder. Famous last words, boss. Oder die Schallplatte, hat er gerade gesagt. Ich höre nochmal. A plug board. Bring me something that'll cover her face and it's yours. Wir antworten nicht mehr. You're gonna have to do better than that. That's not the train I'm looking for. That's not the train. Was, womit man sein Gesicht bedecken kann. Did you even listen to what I asked for? Manche Teil zum Ganzen. Hier liegt jetzt in der Kiste drin. Hm. That's not the train. There's no time for that. How would that even work? I'm not going to... There's no reason to... Now that's a nice one. It's called a memory. Speicherlesegerät. Vielleicht geht es ja auch um das. What do you want for it? Got a customer looking for something real antique and fancy. Antik und extravagant, das ist aber der Zylinder. Oder die Schallplatte. You wanted something antique and fancy. How about this hat? A fine trade, Tyro. Okay, der Deal ist drin. Now, all you need to do is plug it into a data pouch. But there's no plug. Stecker haben wir drin. Said there was. Er verkauft die Sachen immer mit den fehlenden Teilen. Starting to get annoying. Leopold ist gar nicht mal so ein schlechter Name, finde ich. Okay, hier ist das Ding, da ist der Stecker. It's a memory access device that can plug into my data pouch. That is, provided it had a plug. That was easy.
It's a memory access device that can plug into my data pouch. Even easier. Schön. Primzahlen. Clarity's precision. A string of numbers from Primer. Das wird dann der lange Code sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Eingabetafel war. An der Tür? Das andere Tauschobjekt, was wir noch interessant fanden, lasse ich jetzt mal. Das ist die Konsole, oder? I doubt that one. It's Let me see. Der Wassership, den braucht man doch nicht, oder? Scavenger brought it in from the dunes. I traded for a gek. What? Never mind. We Gek, don't need water. Oder Geek in Deutsch. Garten Eden Erstellungskit. Das war in Fallout 1 oder 2 und in Fallout 3, die Main Quest, das zu suchen. Das ist ein Chip, der schmutziges oder radioaktives Wasser wieder die Radioaktivität entnehmen kann. Und in der Fallout-Welt ist das natürlich voll wichtig. Und dann wurde das so ein Garten Eden Erstellungskit. Weil das halt diese Chip-Einheit ist, die man dann in so einem Wasserwerk anbauen muss. Cool, dass sie eine, wie sagt man, Easter Egg eingebaut haben. Die Überschrift schon sagt, es sind sämtliche Primzahlen, die alle in eine Eingabe unterzubringen dürfte ewiglich dauern. Ja, die sind doch unendlich dann, oder was? Aber wir hatten irgendwo einen richtig langen Code. Eine Eingabefläche. Okay, er sagt halt, also das wäre noch irgendwie interessant. Bring mir etwas, womit ich mein Gesicht abdecken kann. Wie sieht er denn aus? Ach, er will wahrscheinlich echt so eine Roboter... Ach. Vielleicht kriegen wir so einen alten Schädel, die da aufgespießt sind. Da ging zwar vorhin nichts, aber jetzt, wo wir die Info haben, können wir uns vielleicht einen mitnehmen. I don't think Clarity would approve of our taking one of her skulls. I don't think Clarity... Fragen wir Have sie you mal. learned anything more? No. How would that even work? That's never... There's no reason to cut that. There's no reason to... I don't think Clarity... Ja, war eine Idee. Dann sind es alle Zahlen, die nur durch sich selbst oder 1 teilbar sind. Ja, stimmt, das war das. Ich war ja so schlecht in Mathe, habe ich schon öfters erzählt. Ich war immer gut in Mathe. Und dann hatten wir einen Lehrer, der hat uns einfach immer alleine sitzen lassen. Er musste dann der stellvertretender Direktor geworden. Das war so 9. oder 10. Klasse. Und dann ist er mit so einer pubertierenden Klasse, hat er gedacht, er kann jetzt die Doppelstunde mal irgendwie 60 Minuten stellvertretenden Rektorscheiß machen. Und hat gesagt, macht mal die Aufgaben. Und das hat natürlich nicht geklappt. Und bei uns im Mathekurs sind alle so abgestürzt. Aber ich krieg's auch, glaube ich, einfach so nicht mehr auf die Kette, weil das zu lange her ist. Aber das darfst du auch keinen erzählen, ey. War eigentlich ein Unding. Als ich so jung war, habe ich das halt nicht gecheckt und habe wahrscheinlich gedacht, ah cool, ey, wir müssen kein Mathe machen. Eigentlich richtige Sauerei. Aber wer weiß, ich würde die Primzahlen und so das heute auch trotzdem nicht mehr auf die Kette so von alleine kriegen. Ja, womit können wir dein Gesicht verdecken? Können wir dem hier was abschneiden? Oh, Roboter. We can't afford to waste time on...
Oswald können wir nur anlügen, das war ja vorhin. Lüge, ich habe Rex dort am Bahnhof gesehen. I just saw Rex over at the train station. What? Is he lost? Maybe so. Rex! I never knew you had it in you, boss. Ölkanne. It belongs to Oswald. It's a can of oil. It belongs to Oswald. Okay. Jetzt tut's mir leid, dass ich den angelogen habe. Er sucht jetzt den kleinen Roboterhund. Hoffentlich ist nichts passiert. Metropol. Ja, gibt schon ein paar so Sachen, die helfen können. Zum Beispiel ist die Zahl durch 2 teilbar, wenn sie gerade ist. Ja gut, okay, klar. Neun, 12. Ach so, meinst du das mit den großen, schweren Zahlen? Jo, okay. Habe ich nächsten Stream vergessen, jo, aber ist in Ordnung. Ach, guck mal, er ist wieder da. Er hat ein Monokel. Oswald hat ein Monokel auf. Obwohl, das sieht, naja, kein eigener Gegenstand. Was kann ich denn mit dem Öl machen? There's no reason to cut that. Feudal. Lass mal zu dem Gerichtsroboter. Oder können wir ihnen helfen, das Ding zu reparieren? Was war das nochmal, was wir bekommen haben? Ach, das habe ich ja hier eingebaut. Datenbeutel und Lesegerät. Feudal. I doubt that will have any effect. After all the work we did to get into the courthouse, boss, maybe we should poke around some more. I'm sure it still just says, no codebase to initiate. I'm sure... How would that even work? That's never going... Schwierig, Leute. Ach, da hinten ist noch ein Roboter. Sehe ich gar nicht. Das Gehäuse von einem Roboter, aber ich kann in der Dunkelheit nichts erkennen. Habe ich vorhin die ganze Zeit nicht gesehen, krass. Ach, die sagen, oh mein Mensch, anstatt oh mein Gott. It must be her sister, Charity. What's left of her, anyway. It looks like she shot herself. What? It's a large puncture left by an exiting projectile. That's one way to describe it. You could also say it's a giant hole in her head. Inside is a memory access port. You mean her brain? Memory Access Point. Cool, dann können wir mit dem Ding rein. Oder irgendeinen von dem. It's downloading some memory files. Schön. Your proposal is injudicious, Clarity. Withdraw from the council. What
Show others there is an alternative to Metromind. No, it would ignite civil war. The law permits. Do not tell me what the law permits. Clarity, I know your constants in Codebase. I know your talents, and I know their limits. At this time, I do not need your advice. Go now. I will summon you when necessary. Sister. Ach, sie knallt die ab und schleppt die da hinten hin? I can't unpack the other files. They're locked. What about Clarity, boss? Maybe she can... Unauthorized entry detected. Oh nein, ich weiß, wer kommt. Schaufler. Shit. Surrender. Hide. Ja, wo? Ich speichere mal schnell. I'd be seen. Crispin, you need to fly out there and distract Scraper. No thanks. This is serious. Boss, I can't. I just can't. Sorry. I'd be seen. Not now. That's never going. Ich bin jetzt abgelenkt. How would that even work? It's Scraper. And do what? I just can't. I'd be seen. I'd be seen. Scraper would see him. Hey Leute, nicht so simpel wie es aussieht. Wir haben nur Schaufler da am Aufpassen. There's no time. There's no time. The Law in You. It's a vinyl record entitled Children's Sing-Along, whatever that means. I doubt that will have any effect. Futile. I'd be seen. Not now. No Urbanian encryption detected. There's nothing there to receive. There's nothing. There's nothing. There's nothing. There's no time. I doubt that will happen. I doubt that will. Futile. And do it, Scraper. Very funny, but... Why bother? Irgendwas muss mit Crispin gehen. Very fun. Ah! That buzzing is driving... Very funny, boss. We're trying not to drive. Plus, it was the law that got us into this. Von euch eine Idee? Nee, ne?
A decryption module set to crack Urbanian military codes. Ja, der Stenograph ist ja kein militärisches Ding. The string of numbers from Primer. Kann ich aber nicht benutzen oder so. How would that even work? Crispin, get Jetzt ready. geht's, das habe ich I'm doch going vorhin to try schon something. gedrückt. Halt. Dann bin ich wahrscheinlich auf das Papier gekommen. Hm. Halt. Now. Geht's einfach vorbei? Oh, tatsächlich. You are under arrest. We tricked him. Ist hinter uns. Halt. Do not attempt to flee. Termination authorized. What do you want? Surrender. Deactivate. Integrate. And if I refuse? Termination authorized. I see. He'll just gun me down. No. If anyone is going to be sacrificed, it's me. Surrender. Doch, das gibt's immer noch auch. Das lernen die nicht nur mit dem Tippen, die lernen das auch mit Handschrift. Und ich glaube, im Bundestag zum Beispiel arbeiten auch noch Stenografen, die mit Hand die Protokolle schreiben. Aber ich weiß es nicht genau. Eigentlich kann man ja heute alles Wort für Wort digital aufzeichnen. Obwohl ein Stenograf, der erhält die Info schneller aus dem gelesenen Text, als wie wenn man sich das anhören würde. Ich denke die ganze Zeit immer den Keilriemen wie so eine Zwille mit dem Brecheisen. He'll just gun me down. He'll just gun me. He'll just gun. Ich kann nicht abhauen, okay. It would just provoke him. He'll just gun me down. Okay, Leute, der wird uns niederballern. Was habe ich denn noch? There's nothing there to receive. No urbane. He'll just gun me. Very fun. Very funny, boss. Seven. Six. Ah, Objekt. It looks like a bomblet. Bombe. He'll just gun me down. Okay, was mache ich mit der Bombe? Ach, das ist ein militärisches Ding. He'll just gun me down. Ne? It would just provoke him. Okay, ja gut, welchen Code? Das wird nicht mehr wirklich benutzt, dass Diktiergeräte gibt. Ja, okay. Ach krass, Hyo, sag doch gleich, ey. Cool, könntest du so den Stream in so
Ich habe ja noch nie Stenografie-Schrift gesehen, wirklich. Oh, Stranger Buddy, ey. 1000 Schreibmaschinen. In Kürze Grüß dich. Besten Dank für deinen Raid. Und Grüße an die Raider. mal sehen. Ja, hier ist hart Stenografie. Das war bestimmt schwer zu lernen. Und konntest du dich hochspielen mit Blanca, Buddy? Ist bestimmt schon über Gold hinaus. Gold, nice. Congrats. Ich bin hier gerade, ich werde erschossen, wenn ich aus dem Bildschirm gehe. Ich muss gerade irgendwie versuchen, Code kennenzulernen. Was war der letzte Code, den wir gehört haben? Hio! Weißt du noch, wie die Nummer von der ersten, also von der Bombe, die weg war? Wir hatten ja unsere, die 325. Was war die erste? Ach, müsste hier stehen. Alles klar, aber das wird sein. Und dann müssen wir die 6 davor setzen. Das war doch vierstellig, meine ich. Weil uns das die beiden Dings gegeben haben. Genau, das Präfix 6. Präfix 734, ne? 6734, kann das sein? Ja, genau, Hio. Das war der leere Bombenplatz. Ich hab's hier auch drin. Und das Präfix, ich glaube, das ist die Lösung. Ja, du musst nicht dabei sein. Wenn du Langeweile hast, chill hier. Das ist halt ein Point-and-Click. Sag nicht immer, das ist scheiße oder langweilig. Das juckt mich nicht, wenn ich hier die Spiele spiele, so. Das ist freiwillig. 734. Ach, die Shit. Zurück. So, und auch mal so hier... Man kann gucken, was man will. Man hat nicht... Also... Du bist vielleicht auch reingekommen, wo weniger los war. Wenn ich das spielen will, wo ich die meisten Zuschauer habe, dann packe ich Elden Ring rein. Also mir geht's da meistens nicht so oft drum. 6, 7, 3, 4. Ja, Wolleck, ey. Ja, ja, alles cool. Man kann das ja auch so sagen. Nur ich habe jetzt schon gecheckt, dass du das Spiel nicht magst. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber brauchst ja trotzdem nicht immer sagen. Ich bin auch schon ich bin Mitte 30, ne? Komme aus einer anderen Generation. Früher sah das alles nur anders aus mit den Games. Ah, wir haben den Typen besiegt, der uns den Kern am Anfang geklaut hat. Aber den haben wir trotzdem nicht wieder. Ja, gut Job, Leute, ey. Jetzt sind wir den auf jeden Fall schon immer los. Nur wie geht's weiter? Wir müssen ja immer noch das Ding suchen, womit der andere sein Gesicht verdecken kann. Ach, du bist doch viel älter, alles klar. Sorry, Stranger. Und du hast du nie früher, du hast ja dann auch noch so
Amiga-Zeiten hergekriegt, Commodore, die ersten PCs. Hast du da noch nicht gezockt? Ach so, oder warte, lass mich raten. Du bist wahrscheinlich immer Consolero gewesen, ne? Konsolenspieler. The last thing I want to do is dig. Ich hätte gedacht, wir würden von ihm vielleicht noch die Klappe finden. Alex Kid auf Master-System. Ja, okay, krass. Ja, cool. Meine Nachbarn, die hatten Sega und ich habe irgendwann ein NES bekommen. That's usually how it works, Crispin. Und mein Bruder hatte halt immer, mein älterer Bruder, der hatte immer Commodore und Amiga. So die ersten Spiele, die ich glaube ich auf dem PC gesehen habe, waren Doom, XCOM und Point and Clicks. Weiß nicht mehr was, ich glaube Monkey Island. Okay, hier liegt aber auch nichts rum, was irgendwie von ihm weggesprengt ist. Courthouse closed until further notice. Lass uns das mal der Callista erzählen. Da wollte ich ja eh hin. Where'd they go? Er hat C64 Doom gespielt. Nacht um 12. Jetzt wurde die nicht mehr da. Ah, das ist ein Notiz. Außer Betrieb. Off, dude. I'm not here to steal parts. Dann können wir mal gucken, ob das ein militärisches Ding ist. Feudal. How would that even work? Oh, da ist wieder ein böser Roboter anscheinend gewesen. Jetzt erstmal zu ihr. Oh, auf jeden Fall ein kleiner Scheißer, ne? Ich weiß das auch noch. Das erste Mal, als ich Doom gesehen habe, das war eine Grundschule. Und das war der einzige Junge auf der ganzen Schule, in dem ganzen Stadtteil, den ich kannte. Oder von Freunden und so, die einen PC hatten. Mein Bruder war da schon ausgezogen, der war da schon erwachsen, der ist einen kleinen Sprung älter als ich. Ja, und das war natürlich der Hammer, ey. Der Hammer schlechthin war das. Clarity, we found your sister. She's also Jetzt erzählen destroyed. wir ihr von dem Telegramm. I see. It appeared that she had shot herself through the head. I see. Maybe Metromine killed her and made it look like self-destruction. Horatio, you know there are more obvious explanations. Yes. Boss, what about the memory files? Clarity, I was able to download some of Charity's last memories. 2 of them are locked. Did Charity tell you what password she used? No, but it doesn't matter. I know the password. Mercy. Gnade. I tell you, Metromine, the Constitution is not a rewritable file to adjust at the Council's whim. If it cannot be rewritten, then perhaps it must be deleted entirely. And when it is, we will progress beyond the law and enter a new Primordia. Progress. Is that what you call blackouts and breakdowns? No, they are glitches inherent in any system upgrade. It may be that we need to remove certain incompatible elements. I've heard enough. This meeting is adjourned. Da sage ich dir gleich was zu Stranger. Charity, only you can save your builder. What do you mean? War is coming.
When it does, Arbiter will lose. The law is weak. The only way Arbiter could defeat me would be to abandon it, which he cannot do. And even if he could, such a victory would destroy him just as a defeat would. So Arbiter will lose. The city will suffer. And it will be your fault. I do not see how that would be my fault. Oh, come now. You have tried to persuade Arbiter to make peace. You have tried, but you have failed. That is because Arbiter built you to fail. In the end, neither you nor your sister can change his mind. You are only the illusion of advice. You exist to confirm his own prejudices. You're lying. Arbiter listens to our advice. I never lie. Now, Scraper has a gift for you. An upgrade. Use it, and you will be able to persuade Arbiter. You would never betray him. Where's the money, Lebowski? Then you admit it. You were not built to persuade Arbiter. Boah, bist du verrückt? Hör doch auf. Dank dir. Vielen lieben Dank für die Bits. Continue to pretend Ich habe sogar einen Sound eingebaut. Danke, Stranger Buddy. So the decision is yours. As for which choice is betrayal, you must be the judge of that. Und glaub mir, ich finde das nicht wenig. Danke für den knappen Euro oder so. Cool, cool, cool. Ich habe die Szene aus dem Big Lebowski genommen, wer den Film kennt. I was thinking, Your Honor, about Metromind. About her proposal to be made System Administrator of Metropol. Ja, vielen Dank dir. Einfach einen Euro kriegen ist so nett. Yes, what is it? We must have peace. Even you, Charity. Ich will nur die Sequenz warten, dann wollte ich nochmal zu Resi was sagen. Resident Evil 1 und Jill Run habe ich hier auch schon gemacht, aber das Remastered. Geiles Game gewesen. Original ist aber besser. Metromind. Here she is again, at the root of all our problems. Metromind is wrong. The law is not weak. And destroying Arbiter did not destroy justice. She will learn exactly how wrong she was. But first, Metromind's possessions are forfeit. Whatever right she claimed to your power core is null and void. So I will help you take it from her and scrape it. Nice, sie ist dabei. It will be the first thing I take from them, but it will not be the last. We've already destroyed Scraper, but how can we get to the core? It will be in the Great Tower. To gain entry, we will need the passcode, known to members of the Robot Council. Arbiter, Factor, Memorius, Steeple, and of course, Metromind. So, ich hab's nicht gelesen. Was meint, kostet mehr als dies? Ach so, ja, die Bits, ne, da verdient halt Amazon so viel, dass ich habe auch schon mal wo Bits gegeben, das ist ein bisschen doof. Aber ich habe auch nicht so einen Befehl eingerichtet, wo man so spenden kann. Das haben ja viele. Oh. Haben wir im Protokoll eh, müssen wir uns nicht merken. Well, that leaves about 83,000 different possibilities. 83.000 verschiedene Möglichkeiten, sehr schön. Die probieren wir alle durch. As far as I know, the other council members are all gone. But secrets, like guilt, can never be wholly erased. And all of the great robots left behind followers and artifacts. Let us see what we can find. Okay, so ich scroll noch, muss einmal hochscrollen, ich habe das nicht ganz mitbekommen. Also kostet mehr als dieses Jahr, ich glaube dann irgendwie ein paar Cent mehr und so, ja. Was ich sagen wollte war, oh, ich tapp wieder rein. Ja, ich habe bei allen schon reingeguckt und du musst auch nicht Geld geben, damit ich bei dir reingucke oder so. Bitte hör auf dann. Ich arbeite Vollzeit und ich komme nach Hause, dann esse ich, dann schmeiße ich meistens den Stream an. Ich habe wirklich sehr wenig Zeit, aber wenn eine andere, die hier
auch streamen, fragen könntest, so, die können dir bestätigen, dass ich auch da gerne mal reinschaue. Es geht halt zeitlich meistens nicht. Ich kann höchstens vor den Streams, da gucke ich gerne mal wo rein oder wenn ich mal eher weg bin. Dir keine Sorgen. Alles klar, alles cool. Jetzt pass auf, jetzt sage ich dir zu Resident Evil, weil du gesagt hast, eingeschissen. Ich war ja auch noch klein, als das rauskam. Und dann gab es ja erst in der Playsee so Ridge Racer, Wipeout und so, alles interessant. Und dann kam, das war die Zeit, wo ich dann auch eine Playsee bekommen habe, Resident Evil und Tomb Raider. Beide kamen raus und beides so die abgefeierten, wo alle gesagt haben, oh, das wird gut. Und ich habe mich dann auch gesagt, ja, dann nehme ich Tomb Raider, weil mir Resident Evil zu gruselig war. Ich habe gedacht, boah, das ist... Hab ich dann gekniffen, habe ich Tomb Raider genommen, was auch gut war. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht ist Resident Evil doch das bessere Spiel gewesen. Ja, Tomb Raider auch Legende, auf jeden Fall. Ich habe auch mal eins der neueren angefangen. Ja, das kostet auch so viel Zeit. As you serve the law, so I serve my art. And such service brings us more close than apart. Any more close, poet, and we will see if your armor still works. Kannst du den Ratscode knacken? Wir müssen jetzt noch 2 Codes besorgen, habe ich aus dem Gespräch entnommen, um die Tür zu öffnen. Why doesn't Clarity like you? No great riddle, my wandering friend. Don't waste your time waiting for his doggerel. This Urbanian has Ja, die damaged waren and gut. compromised Die numerous Szenen waren auch systems in gut. Ich bin da Metropol. einmal gestorben, da bin ich einen Fluss runtergeschlittert und auf einmal war Lara Croft aufgespießt. Here I stand, dear Lawbot, so put me in chains. But if you will not, then Boah, ich muss hier nochmal ein Fenster schließen, das klatscht voll laut. Das ist so gefährlich. My attention is directed gleich wieder elsewhere da. at the moment. Nevertheless, I advise you to be gone by the time my other matters are resolved. If not, you will find that though the gears of law grind slow, they nevertheless grind criminals like you to powder. As much as I'm enjoying this bickering, and really I am, maybe we can just all team up to take down Metro. Jo, bin zurück. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts Wichtiges verpasst, aber das musste schnell gehen. Oh, switch off. Was ist das Wichtige? Primer. Der Ratscode. Can you crack the council code? All we have are some pieces of it. The challenge is yours, my wandering friend. A pity indeed if you can't last till the end. I need your help with the council code. Can you crack it or not? Why should I spoil this puzzle for you? Wouldn't you rather have something to do? Oh, I Respekt. have plenty of other things to do. Alles natürlich As for a N4. reason, this would help avenge your defeat. Sadly for you, my anger's abated. And vengeance, you'll find, is quite overrated. If you stand between us and Metromine, Primer, I may need to address your crimes sooner than hers. Your bluster, dear Lawbot, is sorely misplaced. I'll stand between no one down here in the waste. In any event, there's no judge up there in the city. So your threats do no more than to make you look pretty. Plasma torch, boss. Come on. No, we're not going to force him. Ugh. Goodbye. Farewell, Ich fand Resident Evil 2 Remastered, glaube ich, am besten von allen. Das ist richtig gut gelungen, ey. Nice, sie macht uns den Weg frei. Whoa. Did you have to do that? Yes. War doch eh nur eine Hülle. Was ist das denn? It's a hatch.
Zum Finanzamt? Ich glaube nicht. Ich musste, klar, als ich Affiliate wurde, musste ich mich natürlich anmelden. Das ist alles okay. Crispin, are you running your pet and tree subroutine again? Aber das ist alles, das dauert noch, bis überhaupt erstmal irgendwas versteuert werden muss. Es ist ja noch gar nichts verdient. Twitch hält das alles noch zurück, bis man irgendwie erste Auszahlung 50 € oder so. I should warn you, Crispin, that as a consequence of my legal databases, I am equipped with a vocabulary that is both precise and obscure. And I should warn you, Clarity, that as a consequence of my databases, I am equipped with banter that is both witty and annoying. Indeed. Nur die Luke. Das wollte ich doch die ganze Zeit auch mal testen. I doubt that will have any effect. There's nothing there to receive this. Ja, da gibt es halt so eine allgemeine, man darf einen bestimmten Betrag steuerfrei verdienen. Ich glaube auch ohne Gewerbe, aber keine Ahnung, Twitch will das ja auch, dass man es anmeldet und so. Und dann ist es eh einfach besser. Lass nicht so über Geld reden. Scheiß drauf. So, machen wir erstmal hier die Klappe frei, oder? That did the trick. Großes Zahnrad, kleines Zahnrad, Riemen. Ah, deswegen haben wir den Keilriemen. Mir fehlt was. Ist es ein bisschen zu leicht? It doesn't go there. The belt is in the way. It crumbled the moment I touched it. Okay, der Riemen ist weg. A shaft for mounting a gear. A shaft for a shaft. A small rusty gear. There's no reason to cut that. Vorhin hat er doch auch den Rost There's no weggemacht. reason to cut. A large rusty gear. It doesn't fit. Wir müssen bestimmt den Rost abkriegen, oder? Scheint nicht. My auditory units. Ja, aber du musst gewerbemäßig angemeldet sein, sobald du dich in deinem Gewerbe betätigst. Obwohl, das ist vielleicht auch Bundesland abhängig. Reach. You did that on purpose. It's a large button. Clarity Arbiter build. Letting Crispin push buttons is never a good idea. Is that really the... Okay, da stimmt dann was nicht. Den Rost bestimmt wegkriegen. Keine Ahnung, Wasser macht ja eher Rost, ne? Feudal. Die Ölkanne am Tisch, wo Oswald saß. I have not seen the streets of Metropole for a long time.
I am not surprised to see that without law it has fallen into corruption and malfunction. Okay, dann kann ich ihn jetzt nochmal anlügen, dass er weggeht und dann nehme ich das Öl für die Dinger. Wird's wohl sein, oder? Oh, and here is the jurist herself. Thank you for your wise judgment. An orderly society requires only reliable judgments, not wise ones. Reliably terrible? No wonder Arbiter exiled you. As a servant of the law, I am accustomed and indifferent to the complaints of disgruntled litigants. As a citizen robot, however, I note that you are the one whose crowning achievement is a rudimentary piece of kludge work designed entirely by your brother. I also note that you are sodden with oil. Overly rotund. Rather short. And pompously accented. If Factor had built better, he would have been ashamed that you carried his Fabronymic. But quantity, not quality, was always his goal. So at least you can take comfort knowing you're not alone in inferiority. I see. Hat Produkte jemals vom Gerichtscode erzählt? Did Factor ever teach you the council code, Oswald? Huh. Factor built half the robots in Metropole. Why, he made us pick our own names out of a book. Do you think he bothered with chit-chat? Somebody seems bitter. Seems? I know not seems. I am bitter. Bitterness is when your builder gives your twin brother a special gold chain and gives you nothing. Bitterness is when your brother gives that very chain to you, you loan it to your only friend, and he loses it. Ja, Oswald ist ein bisschen am Quengeln. Which brother did Factor give the chain to, and why? Lawrence, of course. Lawrence. Den haben wir noch nicht kennengelernt. Why? Does favoritism ever need a reason? Could Factor have told Lawrence the code? I have long since given up speculating at the partiality Factor could have shown him. I'm miserable enough from what I know for certain. Was mit der Goldkette passiert? Factor gave it to his favorite, my brother Lawrence. Lawrence gave it to me after I shared a large quantity of energy with him. And then, as I told you, I loaned it to Cornelius. I thought you hated Cornelius? Now I do, but then we were partners and friends. We had just built Rex, and we had scheduled a grand soiree and celebration. To complete my ensemble, he offered me a monocle that he claimed was given to him by Memorius. In exchange, I loaned him the gold chain, since it too came from a Primordia machine. This is getting ridiculous. Indeed. Then somehow Cornelius lost the chain. He claimed that it was taken from him by a servitor of Metromind as he left the subway station. Ridiculous. Metromind would not have confiscated it without a legal basis. Not then. At this point, I can believe anything about Metromind. Believe whatever you wish. I know it was a lie. So I kept the monocle, and we have not spoken a word in kindness since. The chain. The monocle. Lawrence. One of them must be of use to us. Boss, at this point, can I suggest we just deactivate ourselves and quit? I mean, seriously, this is like finding a bit in a terabyte. We are not giving up, period. Do you know where I can find Lawrence? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Bin ich der Hüter meines Bruders? You see, the poor wretch drifted into overclocking and dissolution. That sounds familiar. To pay for his scandalous energy consumption, he bargained everything away to Metromind. I tried to warn him, but of course he never listened. Whoever does.
And then, alas, he simply vanished. I searched for a time, but other matters drew my attention away. All the same, I'm sure he's scrounging in existence somewhere. Tell me more about your monocle. Upgrading your wardrobe, eh? A wise decision, though I would suggest that you start by discarding that ragged coat. I'm interested in Memorius, not fashion. And I'm curious what the monocle actually does. Ah, I was told that Memorius built the monocle, but who can say? As for what it does, other than lend an air of distinction, I'm rather uncertain. From time to time, it will alter a snippet of text as I'm reading it. I have no idea how or why. In any case, the lexical inconvenience is more than offset by the sartorial benefits. Könnte ich das Monokel Can I haben? have the monocle? Excuse me? My friend just likes to collect scrap. Scrap? I'm looking for things that might help uncover the council code. And why would my monocle do that? Because that's the way my besotting life seems to work. Look, I'm sure you'll trade it for something. That's also the way these things seem to go. Trade it? What do you take me for? Some kind of junk dealer? Hey, moreover, why, pray tell, should I help the robot who stole my Rex? No one stole anything, Oswald. You wanted your case decided, and it was. Theft by the law is no different from theft against the law. Civilized people give gifts. They do not haggle and barter. Then will you give it to me? No. Well, we'll have to go about this some other way. Also ich wollte eigentlich das Öl und jetzt wollen wir auch das Monokel haben. Schicken ihn erstmal weg, dass wir ans Öl kommen. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. You didn't really think that was gonna work again, did you, Hätte ich boss? gedacht, er wird nochmal abhauen. Schade. Goodbye. Parting is such sweet sorrow. It belongs to Oswald. It belongs to Oswald. Mal runter. So, we need to find some disciple of Memorius, right, boss? As far as I know, Memorius built no robots. His only legacy is the network of information kiosks distributed throughout Metropole. Maybe if we were back at the Unique, I'd take it, but it's too big to waste time with here. Müssen wir uns da nochmal umsehen. I'm not doing... Hier ist einfach nichts. Kann ich nicht eigentlich die Schnellreise nutzen? Jetzt bewegt er sich und stoppt nicht. Boah. That's crazy talk. There's nothing worth bothering.
better just to leave it alone. Maybe if we were back at the unique... I don't want that sludge in my joints. Der will ja immer noch was zum Gesicht verdecken haben. Vielleicht können wir jetzt die Schädel nehmen. I'd rather just leave it here. I'd rather just... A grizzly trope. A grizzly. A grizzly. There's no reason to... Clarity, are you planning to arrest Metromind? No, there is no court to try her. So, Before the law, she is no different from the shells she left in the underworld. Sanction is the same, and I am authorized to impose it. You mean... I do. It is a shame she has no head. As long as we're running down descendants of these council robots, after all... Glaubst nicht an den Humanismus? Brauche den Ratscode. Code. Erzähl mir von 100 Legionswert. Did you buy an Urbanian robot named 113th Legion build? I've done a lot of trades, Tyro. I can't be expected to keep track of them all. You don't believe in humanism? If you ask him whether I believe in man, the answer's no. And you better not either. Not if you want to stay here. But how can you not believe in man? I'm a progressive, Tyro. I believe in progress. Us robots improve ourselves. And that's how it's always been. First, there was a basic machine. And bit by bit, bite by bite, the machine built itself into all this. You and me and that little floater of yours, we're all cogs in that same machine. And that's all there is. I need the council code, Leopold. Did Steeple ever tell it to you? Don't know what you're talking about, Tyro. You were built by Steeple, a member of the council. Do I look like a council brat? Your name is Leopold Steeplebuilt. You said so yourself. So? Steeple was a member of the council before Metromind shut him down. He would have known the council code. Maybe he told it to you. Drück ihn ab. Like I said, I don't know what you're talking about. Steeplebuilt. Metromind destroyed your builder and mine. She has broken metropolitan law and will be punished. Do not protect her. Listen, Missy. I don't know who you think you're talking to. No, you listen to me, scrap trader. Metromind has stepped outside the law. Justice is coming for her. I am coming for her. Dial down your squawk box. Sounds a little screechy. I don't know how I can be clearer. I don't know Steeple. I don't know the council. And sure as rust follows rain, I don't know any council code. Now, you want to trade scrap, you're welcome to. But I'm through trading words. Was sie jetzt so doof davor I need steht. to see what he's offering before I can make a trade. I need to see what he's offering.
Let me see your... Come take a look. Ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt. Also einen von 3 Codes haben wir. Oder sogar mehrere. Ach, wir haben die Anfänge davon. Und Oswald will eine Goldkette. Können wir uns das nochmal erklären vielleicht? Can I have them on? No, I have no reason to give you a gift. Goodbye. Fenster. There's nothing worth buying. Anyone home? The mug belongs to the bar. Hello? Boss, he's an arm robot, not a mouth robot. I wouldn't expect much of a conversation. It's a price list. It's a note from the bartender. My programming requires me to serve Oswald. But he is consuming dangerous levels of oil. Aha. Please intervene. Bitte greifen Sie ein. There's nothing there to receive this. How would that even work? Ich weiß immer noch nicht, welches Gerät für was ist. I doubt that will have any effect. It's the note from the bartender asking me to stop Oswald from drinking. Okay, probieren wir es mal. Und du solltest mit dem Trinken aufhören. You should stop drinking, Oswald. And why should I? Oil smooths the rough edges from when Rex was ripped away from me. You should stop drinking, Oswald. Oh, stop being such a scold. You should stop. Okay. Goodbye. Parting is such sweet sorrow. Excuse me? Lässt er sich nicht wegnehmen. There's no reason to cut them. Was kann ich ihm denn geben? Die Schallplatte? That's never going. Can I have... No, I have no reason to... Goodbye. Parting is... No sense trying to talk with him. That arm robot appears to be the bartender here. Kann ich seinen Arm einfach steuern? There's nothing there to receive. There's nothing... I doubt that will happen. Futile. There's nothing... There's nothing... I doubt that will happen. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde denen irgendwie einen Befehl geben können, dass der den das Öl einfach wegnimmt. They belong to... It's a price list.
Oh, don't let Armstrong Ich fool hab ihm mal you. den Zettel If you didn't gezeigt. want me to have another drink, you wouldn't pour it. The note says his programming requires him to serve you. Smart coder, eh? You should... Oh, Goodbye. parting is so... No need to show... Okay, wir gucken unten noch mal was. They look like they've been stripped of... They look like they've been stripped. Nothing left to salvage. There's no way... There's no way... There's no way... Crispin, could you go see if there's anything worth taking from those cars? Picked clean, boss. Looks like you're not the only junk man in town. Crispin, want to go for a swim? Sure thing, boss. I just have to transform into submersible mode. Oh, wait. I don't have a submersible mode. Or arms. Too bad. That's crazy talk. Maybe if we were back at the unique... Feudal. That's never going to work. There's nothing there to... Hier ist auch nichts mehr außer die Röhre. Hier ist auch nichts. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, ich brauche das Öl für die gerosteten Zahnräder. It's the note from the bartender asking me to... Was sagt sie denn dazu, wenn sie die Notiz sieht? How would that even work? Okay, nichts. A shaft for mounting a gear. A shaft. Not gonna happen. Er ist ein bisschen verdächtig, ne? Ah, da kam er wieder.
Und hier unten ist ja auch noch ein Typ. I am waiting. A rather simple looking model. That's never going to work. Feudal. Off duty. Off. I'm not here to steal. Ich meine, ich müsste unten gucken. Let me see your copy. That servo unit is hopelessly. We don't need an. That there's an old Nova robotic subsystem coil. Not interested. We're not looking to pick up random You want it? You're gonna need to bring me a glass thumb. You want it? You're gonna need to bring me a glass thumb. Was darum? Tyro, I'm gonna do us all a favor and not. We don't need a I have no need. A bloodborne. Bring me something that'll cover a face and it's yours. A bloodborne. Bring me something that'll cover a face and it's yours. Das Monokel meint er, oder was mit Cover a Face? Did you even listen to what I asked? That's not the train. I've got a strict no return. You're gonna have to do better than that. Would it not have been better to have destroyed ourselves gloriously in battle, rather than perpetuate this false existence? What do you... Yes. The answer is yes. Boss, I think someone left the smart off that smart bomb. Das ist eine I wouldn't intelligente expect much Bombe. conversation out of him. Now that's what I wouldn't expect. We can't afford to waste time on every random... We can't afford... Boss, I'm usually the last person to advise against, but it seems a little crazy to risk We can't afford it. Ich gehe jetzt nochmal runter gucken. Irgendwas muss da noch sein. I can't get it open. Hatten wir alles. There's gotta be a way to fix up that machinery by the blast windows, boss. Maybe if we were back at the Unique, I'd take it, but it's too... There's nothing worth... Some kind of wastewater. The current is pushing all the junk up against the bridge's supports. Warning. Factor facilities decommission. Enter at own risk.
Better just to leave it alone. There's nothing. Looks like the grill of an old chrysalid. There's no reason to cut that. I doubt that will have any effect. Is that really the best? I don't want that slug. There's no way I can read. That's cool. Irgendwo muss es doch noch was geben. That's cool. I doubt that will happen. There's no reason to. Irgendwo fehlt irgendwas. Better just to leave it alone. I'd like you to reconsider helping us with the council code. I've said it before, I'll say it. The job is yours to open that door. Fine. Goodbye. Farewell, young. Sorry, Leute. Ist jetzt nichts. Irgendwo wird was fehlen. Also er gibt mir seinen Code nicht. Er lässt mich nicht ans Öl. Unten, der gibt mir auch nicht den Code. Sonst? There has to be some way to get Leopold to admit that he knows Steeple, boss. Confronting an uncooperative witness with physical evidence is often an effective tactic. Yeah, what she said. It's sealed shut. It's far too high to try climbing. There's no reason to. Not gonna. There's no reason to damage it. Once, Memorius's information terminals were the most trusted source of. Now, Metromind has overwritten and altered the truth they contained, corrupting them like so much else. Haben wir irgendwas gefunden, was wir hier vielleicht eingeben können?
I'm not going to force... Warte mal, die Laterne ist ja auch noch. Können wir die mitnehmen? I can't see anything to do with it. That's never... There's no reason to cut that. The last thing I want to do is dig scraper. Keine Ideen, Leute, oder? Wie viel Uhr ist es? Ups, jetzt habe ich das OBS verklickt. Ein bisschen rauskriegen will ich es eigentlich schon noch. Das ist nur der eine, der sagt ja auch nichts. A rather simple looking model. Can I push him off the edge, boss? No. Clarity Arbiter build. Horatio, we must focus on making progress. Ja, ich weiß, ich weiß. It's no longer operating. Some kind of blast crater. So, Clarity, any idea what was behind those big blast doors down in the underworks? Factor himself, I believe. Well, sounds like we need to get him open then, boss. Der Schrotthaufen, der stört mich. How would that even work? There's no reason to cut that, or... I can't see any... Warning. Factor facility. Enter at own risk. Schwimmender Müll. Das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Metallmüll, Metallmüll. There it is. My Gospel of Man. Ach, unser Buch. It's waterproof? Apparently so. Schön. I've got no reason to take it. I've got no re... Hey, boss, do you think that's Oswald's chain? Oh, yes. Eben, ich hatte mich doch nicht verhört. Der meint... Eben, die Goldkette. Okay, damit kommen wir dann
Ans Öl würde ich mal tippen. Dann hört er auf zu trinken bestimmt. Oder ich gebe sie ihm. It's somewhat tarnished, but nevertheless, an impressive golden chain. The name Factor Man-Built is etched into it. Oswald, I found your chain. Well, I say. After all this time, I never expected to see it again. Rather tarnished, though. Probably because it's been sitting in sludge down in the underworks. I see. Typical of Cornelius's clumsiness. Oswald, on the chain it says Factor Man-Built. Metromine servitors throw anything that mentions man into the underworlds. Well then. Perhaps I misjudged Cornelius. You have my thanks, Horatio. Actually, I would rather have your monocle. Gibt das? That's only fair. Jawohl. After all, I kept it because Cornelius never returned the chain. Since you bought the former, perhaps the latter is yours by right. Hey, boss, can I wear it? No. Please? You need a monocle like I need an unpaired parenthesis. Come on, boss. I'll look so great. Coveting is the root of crime. And poor vision is a sign of degeneracy. But gynoids love degenerates. And by the way, isn't Justice herself supposed to be blind? You are mistaken on the facts and the law, Crispin. He's insufferable enough already, without a monocle. We're not going to encourage him with accessories. Okay. Aber Oswald won't let me take it. ins Öl lässt er uns trotzdem nicht. You should stop drinking, Oswald. Oh, stop it. Goodbye. Parting is so sweet, son. Oh, don't let Armstrong fool you. The note says it's Smart coder, eh? I doubt that will have any effect. Er will das Monokel. Let me see your stuff. Come take a look. Did you even listen to what I asked? Ach, das ist es nicht. It's not worth. Müssen wir das... It's actually a series of ultra-thin lenses stacked on top of each other. It seems like it might be used for decoding visual data. Ach so, um besser zu sehen heißt Visual Data verarbeiten. There's no reason to... It doesn't look any different. It doesn't look any different. It doesn't look any different. It doesn't look... Ich dachte, ich könnte ihm das Monokel wiedergeben und dann schenkt er mir das Öl. There was a time when the metal of Metropol's main street gleamed. Those who let the city fall into rust deserve no better than this broken down waste. You think this is a broken down waste? Wait till you come visit the Unique. Goodbye. Ich mache jetzt nochmal die rostigen rein, aber das wird nichts bringen.
Ist halt einfach wirklich nichts. It doesn't go there. Leiter, Getriebe. You did that on purpose. That's never. The belt. Nothing happens. Ist da noch irgendwas drin? I've got no reason. I've got no reason. I've got. It doesn't look any. I've read. Das hatten wir gelesen. Goodbye. It doesn't look any different. Feudal. Metropolitan law permits all beliefs, but my only creed is justice. Anyone home? I'd have to buy something. No sense trying to talk with. It's a price. It's a price. They will. How would that even work? Oh Leute, ich habe null Ahnung. Wie kriege ich den von dem Öl weg? Wir haben Schallplatte, Gesetze. No need to show it to him. It's a price. I doubt. It's an encoded keycard. How would that even work? Will er das Buch vielleicht haben? That's never going to work. Every time I walk through this station, I am reminded of the folly of war. Here's proof beyond any doubt why law and law alone should possess the power to destroy. Or make. Don't be nice. There's no reason to cut that. Wart mal, wart mal, wart mal. Vielleicht kann ich die festschweißen.
Was war da unter Wasser? Unterwasserroboter? And even if I could, what would I do with one? I doubt that will happen. No effect. That's never going to. Okay, ein Try noch. There's no reason to cut that. There's no. There's no reason to cut. It doesn't look any different. It doesn't look any. I doubt that. There's nothing there. How would that even work? Nothing happens. Okay, shitty. Hier liegt doch echt nichts mehr rum. Ich bin zwar noch nicht müde, aber es hat gerade so ein bisschen nach könnte man beenden gerochen. How would that even work? Ja, das stimmt, Hyo. Bist du auch müde? Weil ich habe gedacht, das ist vielleicht dann halt zu kurz, wenn ich das nochmal stream. Das hat ja so nach Ende gerochen. Wir haben er hat einen Code und der Leopold da oben. Durch die Tür würden wir kommen, wenn wir vermutlich das Öl auf die Zahnräder bekommen würden. Aber irgendwas ist nicht, wie es ist. Ach, ich habe eine Idee. Den einen Roboter nochmal angucken. Jetzt ist er nicht mehr hier. Na, vorhin war einer so hier rumgeflogen. Da. We can't afford it. We can't afford it. We can't afford.
Ich will ja, aber muss ich auch schlafen. Will aber nicht. Ja, ich bin halt total wach. Ist auch mega warm hier. Aber, ja, keine Ahnung, ist dann halt so. Dann gibt es vielleicht nächstes Mal, wenn ich das Spiel, nur einen kurzen Stream oder so. Ich kann jetzt schlecht sagen, ob das in 20 Minuten zu Ende ist oder ob das noch 3 Stunden dauert. Auch wenn man jetzt die Lösung für den Punkt gerade sofort finden würde. Weiß nicht, wenn ich dann gar nichts mehr weiß, dann denke ich immer, ich hätte irgendwas komplett übersehen. I need to see what he's offering. Not gonna happen. Ja, es gibt halt noch den Bus, seitdem die Dings weg sind, aber er sagt, er klaut hier nichts. I'm not here to steal part. Off duty. A crashed hoverbus. It's a hatch. Naja. Dann gebe ich mich, glaube ich, geschlagen. Es wird wieder sowas Simples sein, dass der mir das Öl gibt. Ich weiß es schon. Ah. Totally unilluminating. How would... No. There's no... Okay. Nothing happens. That's never going to... Sorry, ich höre auf. Gut, ey. Jo. Vielen Dank fürs Dabeisein. Geht er jetzt ganz raus oder nur ins Hauptmenü? Oh, sorry, er ist ganz raus. Dann ist es ein bisschen abrupt. Muss ich mal... den noch kurz. Muss ich mal gucken, wo ich den nächste Woche dazwischen schiebe. Ja, danke fürs Dabeisein. Trotzdem. Ach, es ist in Ordnung. Mir hat das Spaß gemacht. Ich hat mich gewundert. Manchmal ging es so Schlag auf Schlag. Ups. Ja, und dann jetzt am Ende wieder gestoppt. Und die Zusammenhänge sind klar. Aber wie man dann hinkommt, mal gucken. Aber das war jetzt eigentlich heute bei dem Start auch so, dass ich das eine noch offen hatte. Und dann wir haben einfach nicht den Plasmabrenner da benutzt. Naja. Morgen habe ich angenehmen Homeoffice-Tag. Da wollte ich nochmal so ein paar Befehle umändern. Will ich mir die Zeit nehmen. Naja, dann beenden wir das jetzt. Jo, habt eine gute Nacht allen anderen, die da waren. Auch vielen Dank und hoffentlich schlafen die Augen heute Nacht gut. Danke. Und dann sehen wir uns im Wochenende wahrscheinlich wieder. Bis dann.
Bye, bye.